Let's go! Moin Leute, wie geht's euch? Schön direkt wieder so viele schöne Gesichter im Chat zu sehen. Draken direkt auf YouTube als auch auf Twitch. Aber auch Sleepy, Niki Anaconda, Mario, Lucifer, Devil. Ja, ich bin ein alter Mann. Und lasst mich alt sein. 21 Uhr, nicht mal früh gestartet heute. Punkt 9 Uhr, heute auch wieder am Start. Niki Anaconda sowieso, Salty. Na, was geht bei euch? Hattet ihr einen schönen Start in die Woche? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich auch dir, Glow. Eine kleine Zuckerschnute. Ich hoffe, bei euch ist alles fresh, alles fit. Seit wann macht Sonius denn Streams auf YouTube? Tiffany, seit ca. 2 bis 3 Wochen darf man offiziell Multistream auf YouTube als auch auf Twitch gleichzeitig auf beiden Plattformen live sein. Und seitdem komme ich immer auf beiden Plattformen live. Also mal auf diesem YouTube-Kanal, aber mal auch auf meinem Sonius ASR-Kanal. Zumindest versuche ich jetzt mal beide Plattformen zu bedienen. Also wenn du auf YouTube auf meinen Kanal gehst, in die Livestreams, wirst du sehen, dass da sogar schon tatsächlich 2, 3 sind und das nicht mal der erste Stream ist, den ich auf YouTube gemacht habe. Hi Lucifer! Ich freue mich schon, dich weinen zu sehen. Same. Guten Abend, Ludwig auch wieder da. Hui Chiro, wie schön euch zu sehen. Und Glow ist stolz auf mich. Was habe ich denn gemacht, dass mein Mod stolz auf mich ist? Mein Mod ist stolz auf mich und sagt nicht, ey Sonius, du bist ein absoluter Depp. Das ist eigentlich das, was ich meistens erwarten würde, wenn ich irgendwas in dieser Welt mache. Glow, weißt du wegen meinem GUI-Guide, den ich rausgehauen habe? Zumindest hast du auch mit sehr, sehr positiven Kommentar hinterlassen auf meinem HSR-Kanal heute. Bei meinem Guide. Mal sehen, ob heute die... Oh, sind wieder Reviews. Oh. Soll ich mir denn Burger oder Pommes machen? Burger. Viel geiler. Also Pommes sind auch gut, aber so ein Burger ist schon geil. Vielleicht sage ich das aber auch, weil ich Pommes häufiger esse als Burger. Aber ich finde, so ein Burger ab und an kann schon ordentlich reinhauen und macht Spaß. Hallöchen, Raven King. Ich wechsle dann mal auf Twitch, mach das Draht nie. Bei der Story werden safe Tränen fließen, ne? Ich bin hier nicht so der Emotional Damage Guy, der dann sofort losweint, aber ich wäre bereit. Ich könnte mich drauf einigen. Glow hat nicht mein Herz bekommen, weil ich noch nicht durch meine Kommentare begangen bin, tatsächlich bei HSR. Ich habe noch nicht die Kommentare gelesen. Ich habe nur deinen Kommentar gelesen, Glow, weil ich dafür sogar eine Benachrichtigung aus der YouTube-App bekommen habe. Aber ich habe YouTube noch nicht den Kommentarbereich von Honkai Star Rail geöffnet, um irgendeinen Kommentar zu beantworten oder zu herzen. Zumindest seit einem bestimmten Punkt. Also seitdem du geschrieben hast, auf jeden Fall nicht mehr. Let's go! Guten Abend, Basti wünsche ich auch. Let's Play auch am Start. Ich hoffe, bei euch ist alles wunderbar. Und ihr habt Lust auf die Story nochmal oder eventuell zum ersten Mal. Cat My Farm, Fisky. Yes, ich mache jetzt auch Restreams. Ich sollte sogar eventuell auf X live sein. Aber ich habe mich da noch nicht einmal reingefuchst, um zu gucken, ob ich da wirklich live bin. Vielleicht. Hallöchen, Dodo. Mein liest du auch nicht bei den Kommentaren, lol. Meinst du bei dem Honkai Star Rail Video? Wie gesagt, ich habe da, glaube ich, noch gar nichts gelesen. Also ich weiß nicht, ob ich direkt nach Upload einen Kommentar gelesen habe über die YouTube-App oder nicht. Aber auf jeden Fall nichts mehr, seitdem Glow geschrieben hat. Das war nur die YouTube-Benachrichtigung, die ich gesehen habe. Das war's auch. Nix Nager auch am Start. Ich habe dir nur dazu geschrieben, dass Ting eher die bessere Option ist, aber alles andere auch absolut klar geht mit den Team-Empfehlungen. Ah, okay. Ja, guck mal, so ein großes Video und nur eine Sache, die Glow beanstanden würde. Da habe ich das ja geschafft tatsächlich. Moin Domi, guten Abend Feierrampe, finde ich super klasse. Habt ihr schon mal auf X Live gesehen? Ja, dann scheint es ja zu funktionieren. Aber ich setze jetzt nicht große Hoffnungen in das Restreaming über X. Es ist einfach nur ein kleiner Bonus. Wenn ich es kann, quasi mit einem einfachen Klick das hinzuzufügen, dann füge ich das auch über X mit einem einfachen Klick hinzu. Aber ich glaube eher, dass YouTube und Twitch meine 2 wichtigen Plattformen sein werden und dann Twitch halt jede Streams und YouTube all die Genshin-bezogenen Streams. Moin, grüß dich schon mal. Wie du einfach Green Knife nicht erwähnt hast bei den Forsters für das Damage over Time Set Salty. Ich habe so eine lange Hassnachricht von Glow bekommen an dem Abend, als ich über die neuen Sets in Honkai Star Rail geredet habe. Der ist ausgerastet, wie ich nur GUI vergessen kann. Und glaubt jetzt, dass die Leute denken, ich würde dadurch GUI indirekt schlecht reden, weil ich sie nicht erwähne und ähnliches. Ich bin erstmal in die Ecke gegangen, habe mich geschämt, habe einen Abend lang einfach nur durchgeweint. Und dann am nächsten Tag mich hingesetzt und dachte, okay, du machst das jetzt wieder gut über den GUI-Guide. Hat geklappt. Bin erst in die Nazuma, freue mich schon auf die Story. Oh, spoilere ich dich denn heute nicht, Ludwig? Und jetzt als Antwort auf die Frage unter dem Pull-Video. Ich hatte schon einen Dialog, hätte ihn opfern können, aber die kurze Zeit in meinem Team ist mir nicht wert. Das wäre zu viel Aufmerksamkeit. Also, du hast den Stream gesehen. Ich habe Dialog auf 2 oder 3 Accounts geopfert
Und es lief jedes Mal danach gut mit dem Puls. Werden sie auch. By the way, gerade aus Japan zu. Du warst bis jetzt in Japan, Fiski? Wie lange warst du denn da? War das nicht gefühlt schon 2 Monate her, dass du dort Hai getroffen hast? Oder spinne ich gerade? Wenn man alle Hydrokuli hat, kommt man auf Stufe 8 von 26 von 38, oder? Anatolius, keine Ahnung. Gibt es noch nicht alle Hydrokuli? Ich dachte, das wäre jetzt das letzte große Map-Update. Aber vielleicht kommt noch was. Es kommt ja auf jeden Fall kein großes Story-Update mehr. Ludwig hat die Cutscenes schon gesehen. Okay, da hast du ja sogar mehr gesehen als ich. Hast Gui Knife nicht verdient, nur weil ich sie einmal in dem Set nicht erwähnt habe. Weil ich sie aber auch tatsächlich noch nicht gespielt habe bisher. Ich werde sie im nächsten Patch zusammen mit Kafka... Upsala, dich brauche ich ja auch. Ich werde sie im nächsten Patch zusammen mit Kafka bauen. Das kriegen wir schon hin. Und eigentlich spiele ich hier drin ein anderes Team, fällt mir gerade auch auf. Aber passt schon. Am Freitag, mein Lieber, macht ein Paket sich auf den Weg zu dir mit zuckersüßen kleinen Broni und süßen Chicken Extras. Ich habe ein bisschen Angst, Glo. Ich war 2-mal jetzt da, also jetzt wieder. Ach, du warst jetzt 2-mal innerhalb von kürzester Zeit da. Ja, GG. Ich bin Stufe 8 und habe 24 Hydrokuli über und ich habe alle. Okay, da hast du es bestätigt. Das heißt, es gibt nicht alle Hydrokuli aktuell. Dankeschön. Oh nein, warte, wir haben Dienstag, ne? Ich muss sagen, für Purina Farm. Wegen meinem Review. Ich bleibe bis ungefähr 0:30 Uhr, also sollte bis dahin das Review fertig sein. Okay, schreib ansonsten einfach noch einmal. Könnt ihr was für Purina sein und das eher nicht. Guck mal, meine Relikt. Achso, nee, das ist, keine Blume, ich trottel. Ich habe für Purina so schlechte Artefakte bisher, dass ich denke, ey, das könnte was für Purina sein. Weil meine so schlecht und wasted sind. Wartet, ich zeig's euch. Ich bin super, super, super unzufrieden. Aber weißt du, Salty, ihr musst mich einfach wieder dissen in dem Video mit den Worten GG, wer für Gui nicht gefarmt hat. Ich habe ein ganzes Set und darf neu anfangen. Ey, das war, Glow, tatsächlich in meinem Gui-Guide der Satz mit dem GG, wer nicht gefarmt hat und jetzt von Anfang an farmen kann, war nicht an dich gerichtet, sondern an meinen Bruder, weil ich weiß, dass der seit 2 bis 3 Monaten für Sampo, Min-Max und Sets farmt als Kafka-Support. Der ist komplett drin für ihn und gibt quasi alles für ihn. Also das ist schon seit vor GUI, farmt er nur für Sampo und jetzt kommt einfach ein neues Relikte-Set. Let's go! Dienstag ist gut, da sind ihre Talentmaterialien. Ja, genau deswegen. Ich glaube, Talentmaterialien habe ich sogar noch 1, 2, nicht so viele. Aber ich müsste hier eh erstmal Weeklies farmen. Aber ihre Waffe ist auch erst auf Stufe 80. Und die gibt es ja auch dienstags. Yes. Und die kann ich dann ja schon mal auf Stufe 90 bringen. Na, Honeck, wie geht's dir? Mir geht's übrigens super. Dankeschön der Nachfrage. Also, ich bin ein bisschen müde, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gespannt, ob ich das heute schaffe, hier mit dem Stream die Story zu spielen, da ich danach noch den Huo-Huo-Guide weiter aufnehmen muss. Für den Honkai Star Rail Kanal morgen, wo dann auch morgen die Puls kommen werden. Also, falls ihr da Bock drauf habt, werde ich auch wieder auf YouTube als auch auf Twitch live sein, aber auf dem Honkai Star Rail Kanal. Und dann gibt es Huo-Huo Puls morgen. Wie lange dauert die 4.2 Story eigentlich? So 4 bis bei meinem Tempo eigentlich wahrscheinlich eher 5 oder 6 Stunden, nach dem, was ich gehört habe. Wenn man sich Sachen durchliest. Moin Ayub! Was natürlich nicht jeder macht. Story hat mir etwa 3 Stunden gedauert, also die braucht man schon etwas. Kurisushi, hast du alles gelesen? Guck mal, Salty schreibt auch 5, bei mir eher 7 Stunden. Deswegen werde ich das wahrscheinlich heute, also was heißt wahrscheinlich, ich werde es dann heute nicht schaffen bei meinem Tempo. Ich werde nur ganz kurz reingehen. Also meine Artefakte aktuell, eure Purina ist bestimmt besser. Aber ich habe jetzt hier eine Blume mit zumindest kritischer Trefferchance, aber halt 10% AAG und 24% Aufladerate. Und diese Blume existiert einfach nur für Aufladerate. Davor hatte ich das hier, was mit AP und Crit ein bisschen mehr auf Damage gebaut war. Das heißt, ich habe ihr jetzt ordentlich Damage genommen, damit ich die Aufladerate von 164 erreiche. Ist vielleicht ein bisschen Overkill. Kann ich auch wieder zurückwechseln, theoretisch. Weil danach, glaube ich, noch ein neues Artefakt kam. Ich bin mir gerade nicht sicher. Theoretisch, Vergleich, 2,7% KT tauschen, beziehungsweise 14% Aufladerate und ein bisschen KT tauschen gegen, das ist viel besser, ne? Weil es auch so wenig kritische Trefferchance ist, muss ich das eigentlich rüberwechseln. Die 2%, ja komm, wir wechseln wieder zurück. Wenn ich das sehe, das triggert mich. Hoffen wir, dass das auch mit der Rotation klappt. Update in Honkai. Und du musst lesen, Sonius, ja, das mache ich. Guck mal, Mario hat 6,5 Stunden gebraucht. Moin, Geschleder. Schön, dass du auch wieder da bist.
Freue mich nur auf Hanja und Silberwolf. Hanja bin ich auch gespannt, wie sie sich einreiht. Dann ist das meine Feder, wo ich mir auch so denke, ja, zumindest Aufladerate und Crit-Schaden mit drauf, ist es okay, aber für eine Feder, bei der Feder geht schon mehr. Aufladerate, AP, Crit-Schaden. Aufladerate, achso, hier habe ich auch. Ist denn hier wieder besser? Aufladerate auf beiden drauf, Elementarkonter statt des Verteidigung, mehr Crit-Schaden. Achso, der hat AP statt Crit-Schaden. Ah, okay, ja, dann ist alles okay. Dann lasse ich es, wie es ist. Und was habe ich für eine Sanduhr? Die ist jetzt aber, glaube ich, schlecht. Die dürfte jetzt nicht mehr gut sein. Hiermit, hier, guck mal, 740 Flat AP. Auch wieder Aufladerate. Überall Aufladerate. Es wird ein Quest fertig. Boah, Glo, du hast mich jetzt schon wieder überholt. Die Blume tut weh, ich weiß. Bei mir tut alles weh. Mach die Reviews vor der Quest. Ja, sonst schaffe ich es eh nicht. Sonst kann ich mich auch nicht auf die Quest konzentrieren. Hast du Sonntag in Star Rail alles fertig bekommen? Ja. Hatte keinen Akku mehr und musste selber noch schnell das Event. Genau, ich habe in Star Rail am Sonntag alles noch fertig bekommen, Ayub. Tatsächlich mit den Events. Ich war ein bisschen erstaunt. Aber das tut auch weh. Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht weh tut. Die und Crit-Schaden brauchen wir nicht wirklich auf Furina. AP skaliert so gut mit Furina. Ich weiß, dass AP so gut mit ihr skaliert. Aber ich habe ja auch keine besseren Relikte mit AP prozentual. Das würde ich ja auch annehmen. Dann habe ich das Ding hier auch wieder mit ANG und Verteidigung und das Ding hier mit 10% Aufladerate und immer ein 18% Crit-Schaden. Stimmt, das kam als zweites mit der Blume dazu. Ich hatte davor keinen Headpiece mit Aufladerate, deswegen bin ich bei der Blume hier auf die Aufladerate gewechselt, weil ich ansonsten viel zu wenig hatte. Aber jetzt bin ich bei 150% Aufladerate mit meiner Furina. Das müsste doch für flüssige Rotation reichen. Einer... Ist Eva schon da? Weiß ich nicht. Nice. Let's go. Meiner hat 70, 60, 160. Ist aber noch nicht fertig, leider. Der müsste ja ein bisschen weiter als ich. Auch nicht viel weiter, aber zumindest ein bisschen weiter als ich. Wobei, bei mir kommt gleich Crit-Schaden dazu. Hey, Moa. Was jetzt nicht Flex gleich? Ich mache noch ganz kurz die Relikte. Ich mache Flex vor der Story. Es kommt hier noch 8% Crit-Schaden und dann ist meine bei... Ah, Devil, vielleicht bin ich doch leicht besser als du. 150, 75 und dann 190 Crit-Schaden gleich. Ein bisschen zu wenig KT. Dass wir vielleicht doch die... Ah, nee. Hey, Leo. Ich farm einfach weiter. Habe dir beim vorletzten Star Racing gesehen. Dachte, wir sind sehr weit hinter dir und konntest du trotzdem früher Pokémon spielen. Ja, ich habe das Event einfach hardcore ignoriert. Hui. Autsch. Yeah! Vielleicht reicht die Aufladerate doch nicht, wenn ich das gerade so sehe. Wenn das dafür zumindest nicht gereicht hat. Wo seid ihr? Irgendwo müsste noch ein zweiter sein. Da. Tot. Okay, easy. Aber Furina... Ja, guck mal, jetzt ist sie vielleicht doch wieder minimal zu wenig. Hätte ich die Blume, wäre die Ult wieder voll. Direkt instant für den nächsten Fight. Mehr Crit-Schaden wird bei mir nicht kommen. Hab ihre Waffe nicht. Hab die Alternative drauf. Ah, ja, okay, dann GG an die Stats. Dann ist es ja mega. Dann hast du doch deutlich bessere Artefakte. Schlief, DRL konnte heute mein UFO nicht liefern. So wie mein UFO. Bestellt mit Code Sonius für 5% Rabatt auf drinkuvo.com. Meinst du, das kann bei dir heute nicht an? Jetzt ist hier schon wieder der Flex, wo sich Glow denkt, du machst es doch nur, um mich zu mobben. Das ist richtig. Farm halt mehr. Ich gebe mein Bestes. Hallo, ihr zwei. Habt ihr beide Denro drauf? Ja, ne? Huch, ihr seid ja nicht tot. Doch, jetzt seid ihr tot. So wollte ich das eigentlich sehen. Reicht mal Furina 40 KT, 180 Crit-Schaden und 185 Aufladerate bei 40.000 HP. Das KT-Crit-Schaden-Verhältnis Yum ist schon sehr miserabel. Wenn ich das so sagen darf. Ist zwar ein cooler Crit-Schaden-Wert, aber bei der KT bringt dir der coole Crit-Schaden-Wert nicht. Du kannst ordentlich mit Crit-Schaden runtergehen und dafür mit KT hochgehen. Und vielleicht sagst du, ey, dafür habe ich dann ein schlechteres Crit-Verhältnis oder weniger Crit-Value, aber kriegst vielleicht dafür AP prozentual dazu. Skaliert eh nicht gut, minimal schlechter. Hi, Goveta. Benutzt die Angelwaffe. Boah, da war jemand bereit zu angeln. Aber Free-to-Play muss man, ne? Glaubst du, Hur wird besser als Lutscher? In bestimmten Cases ja. Die hat halt Schwupzala. Also, ich werde höchstwahrscheinlich sehr viel Hur spielen, weil sie eben eher so für diesen Bild gemacht ist, dass man versucht. Upsala, sterbt, Dankeschön.
Hallo, Yao Yao? Wo ist dein Heal? Mein Nahida braucht ein bisschen Heal, bitte. Zack. Dankeschön. Damit ich auch wieder was verlieren kann danach. Die gibt mir mal die benutzt 15 KT oder so. Ah, die Angelwaffe. Ach, deswegen, wegen der 40% kritische Trefferchance. Das hatte ich natürlich gerade vergessen. Okay. Kleine Furina hat 75, 180 bei 48.000 HP. Hab die Waffe von Furina und einen Peak bekommen durch die Waffe von 48.000 HP mit nur einer Hydro-Unit im Team. Hallöchen Naruto und Atri Burner. Wie geht's euch? Die Waffe kann ich jetzt noch nicht hochleveln, aber das ist egal. Ich möchte in die Story. Dementsprechend machen wir jetzt die Character Reviews, die eingelöst haben. Und dann gehen wir in die Story, meine lieben Freunde. Viel wichtiger gerade. Mir geht's sehr gut, Renas. Ich bin noch ein bisschen übermüdet, ein bisschen K.O., viel zu tun. Dadurch, dass ja ich heute den GUI-Guide und die Puls waren ja sehr, sehr, sehr viel Arbeit, Video die heute hochzuladen auf den YouTube-Kanal. Leider hat es sich nicht gelohnt. Also das Video performt sehr schlecht mit dem Puls. Aber grundsätzlich war das mega viel Arbeit. Und dann morgen GUI-Guide muss fertig sein. Jetzt der Stream, morgen der Stream. Also ich bin sehr übermüdet. Aber mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut, nur dass ihr nicht übermüdet seid dazu. So, was Saltys Furina sollen wir uns angucken. Spiele sind mit Nahida, Team. Oh, spannend, spannend, spannend. Nee, hier bin ich falsch. Ich wollte zu Freunde. Ein neuer Stream, ein neuer Witz. Was will Villette? Just Ice. Evo, der war... Also entweder ich habe ihn nicht zu 100% verstanden oder ich fand ihn nicht so gut. So, wir suchen ein Salty aus meiner Freundschaftsliste. Kein Lucifer, kein Sefi, auch wenn Sefi schön ist mit dabei zu haben. Keine Reilein, Anaconda, Salty, da bist du, Daten ansehen. Hast ein Character Review Me eingelöst über die Kanalpunkte auf Twitch. Und natürlich schauen wir dann noch auf deine Figur drauf mit 34.000 LP, 0 Elementarkunde gut gelodgt und wow! Salty! Nach all dem, was ich im Chat gelesen habe, kommst du hier mit einem Crit-Value von 80 zu 240 und 174% Aufladerate? Was wären das jetzt wieder für Artefakte, die wir uns reinziehen? Zusammen mit ihrer Waffe auf Verfeinerungsgrad 1. Wegen Justice. Ja, okay, ich hab's nicht bekommen. Ich hab's tatsächlich nicht bekommen in Justice. Alles klar, Ludwig. Danke schön, dass du da warst. Deine Furina hat 64.000 HP. Milliliten 4er Set mit Bikini-Loose-Waffe. Auch geil. Ich habe 100k LP Furinas gesehen auf X. Hallöchen, willkommen beim Beerdigungsinstitut zum fröhlichen Sag. Moin moin, wie geht's? Weg, mir geht's super, ich hoffe dir auch. Moin Kax. Was sind das jetzt für Artefakte, die ich mir bei dir reinziehen darf? Dazu C0 und 2 Talente auf Stufe 8. Hast den Weekly im Gegensatz zu mir diese Woche schon gespielt. Also, du hast eine Blume, wo alle 4 Substats stimmen. GG an diese Blume. Absolut geil. Einmal hoch, zweimal hoch. Allerdings sonst 3 Substats am Anfang. Das heißt, es fehlt minimal was zur Perfektion. So circa 8% Crit-Schaden gehen mehr, vielleicht 9. Hier gehen 0,9% mehr KT. Aber es ist quasi die Perfektion an Blume. Es ist wirklich Minimum, dadurch, dass es nur 3 Substats waren. Und ja, was soll man dazu sagen, außer absolutes GG. Moin, Eva. Da darfst du mal, hast du eine perfekte Blume, Lucifer? Das ist eine fast perfekte Blume. Ein Substat war, es waren halt nur 3 Substats, aber schon sind alle 4 Substats richtig. Die perfekte Blume wäre natürlich, wenn es 4 Substats von Anfang an gewesen wären. Moin, Evo. Dann eine Feder mit kritischer Trefferchance, LP und Crit-Schaden. Ah, Verteidigung, Flat. Salty, was ist denn das für ein Loser-Artefakt? Das hätte Aufladerate sein müssen, genauso wie der Blume. Ein bisschen mehr habe ich jetzt schon erwartet. Zweimal KT ging hoch, einmal LP, einmal Crit-Schaden. Waren auch nur 3 Subsets, ne? Aber trotzdem so mega. Da sieht mir meine erbärmlich aus. Same, Mario, meine sieht auch erbärmlich aus. Im Gegensatz zu dem, was hier Salty eingereicht hat. Es ist... Wir haben dann... Du kannst hier Aufladerate spielen und kommst trotzdem noch auf genau fast die gleiche AP wie ich. Unfassbar. Das ist meine einzige Feder aus dem Set. Moin, Headbanger. Und hier mit einem Crit-Value nochmal von über 40% dazu. Was On-Set-Hydro-Cage auch noch sehr gut sein muss bei den Stats. Ah, okay, LP-Prozent. Ah, okay, da kommt dann stattdessen LP-Prozentual mit dazu. Ja, klar, kommt. Ja, aber kommt bei allen. Ich hab's gerade verwechselt.
Onset AP-Cake mit... Ey, das ist aber ein Downgrader im Gegensatz zu all dem, was ich... Wie viel mehr ist da bitte auf der Furina noch möglich? Was sind denn die besten Furinas da draußen? Wenn ich das schon sehe, fühle ich mich so schlecht. Ja, und das trägt noch solche Artefakte, die zwar gut sind, aber noch so weit weg von sehr gut. 288er Crit Value ist möglich. Kritische Trefferchance mit 50 KT, Aufladerate, AP, RNG ging einmal hoch. Also auch wieder annähernd perfektes Artefakt. Einmal gegen Crit-Schaden hoch, einmal Aufladerate, einmal AP, einmal RNG, wenn auch nur 3 Substats. Also bei vielen fehlt noch so ein Substat. Weil es immer nur 3 Substats waren. 3 Substats, 3 Substats, 3 Substats. Und hier halt auch einiges, was noch an Verbesserungen möglich ist. Und damit kommst du schon auf diese Werte. 400er Crit Value. Bruder. Bei noch 174 Aufladerate. Und 35.000 AP. Oder war das 2 Hydro-Units im Team? Waren das 2 Hydro-Units oder hast du das mit einer Hydro-Unit erreicht? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hier keine AP. Ja, mit Jelan. Okay, das ist der Cheat-Modus. Oh. Okay. Das ist der Cheat, den du aktiviert hast, Salty. 74 KT zu 317 Crit-Schaden hat irgendein Japaner. Crazy. Ich hoffe, du vergleichst Saltys Furina nicht mit meiner. Ach, das war doch alleine mit den 34.000 MP. Ja, dann GG. Und das... Okay, jetzt kommt Mario. Mario fühlt sich jetzt schon schlecht, dass wir seine als zweites angucken nach Saltys. Oh nein, Salty, aber wenn ich deine angucke, fühle ich mich auch so schlecht. Ich wusste ja, dass meine Furina schlecht ist, aber dass sie so schlecht ist. Warte mal, schon wieder ein Giveaway? Nee, wo steht das noch? Dass es irgendein Giveaway gerade geben würde. Es gibt zwar noch was ich verlosen möchte, aber nicht heute da am Titel. Sorry. Nehme ich raus. Auf Twitch heute keiner. Damn. Headbangers geht. Will einer gegen mich das Genshin TCG spielen? Evo sucht Gegner. Jetzt haben wir deutlich mehr EP. Musst aber auch sehen, Evo. Crit Value ist... Oh, du hast ja gar keine Aufladerate. Da fehlt es dir. Wollte mir gerade schon sagen, ey, die sieht doch mega gut aus. Weil AP ist fast so gut wie Crit Value. Also kritische Trefferchance, Crit-Schaden ist minimal schlechter. Das heißt, Crit ist zwar immer noch besser am Ende mit Maxen, aber AP ist schon sehr wertvoll. Aber du hast deutlich zu wenig Aufladerate. Deutlich zu wenig. Und dazu ihre Waffe. Und dann Relikte, 4er-Set ist am Start mit Crit-Schaden, kritische Trefferchance, AP. Sieht doch sehr schön aus. Einmal ging leider Elementarkunde hoch, aber auch nahezu perfekte Blume. Bei der Feder genau das gleiche. Hier ist die Aufladerate mit dabei, als auch Double Crit. Das hier sollte natürlich AP prozentual sein, damit es perfekt ist. Aber jetzt sehen wir wahrscheinlich schon keine Aufladerate mehr. AP prozentual mit Crit-Schaden und Substats, die einem ansonsten gar nichts bringen. Hast du hier vielleicht Aufladerate ansonsten, so wie man das gerade gesehen hat bei Salty mit sehr guten Substats? Das sind ja auch keine guten Substats, für die es sich lohnt, das alles dafür zu geben. Theoretisch. Also, wenn du hier jetzt keine gute AP prozentual mit guten Substats-Artefakten hast und so wenig Aufladerate, du musst irgendwo mehr Aufladerate herkriegen. Das Offset-Teil hier mit einem 40er Crit-Value ungefähr dazu und ein Headpiece mit ein bisschen AP prozentual, also hier auch noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Sowohl beim Headpiece als auch bei der Sanduhr geht noch ganz viel mehr und du brauchst wirklich mehr Aufladerate, um viel aus ihrem Kit rauszuholen. Dadurch, Stufe 9 und Stufe 7, hast du einmal 3 Drops bekommen beim Weekly Boss. Bist du einer der Flexer, der 3 Drops bekommen hat beim Weekly Boss? Wir beobachten dich. Das haben wenig Menschen, Mario. GG. Talente auf 9,7 können noch nicht so viele haben. Okay. Genau, also ganz viel Verbesserungspotenzial, aber bitte gönn ihr ein bisschen Aufladerate. Wenigstens noch 20, lieber 30%. Irgendwas. Wurden schon Accounts gebannt? Nö. 150% Aufladerate reichen, ja. Also, so 140 ist eigentlich die unterste Grenze, die man haben möchte. 150 ist schon cooler. Mit 160 sollte man eigentlich sicher sein, immer die Ult zu haben. Spätestens mit einer zweiten Hydro-Unit im Team hat man dann auf jeden Fall immer die Ult. Aber man ist schon gut dabei mit so 150. Die Ult ist dir egal, Mario. Dann verlierst du aber viel Team-Damage.
Will die Stats wissen von meiner Blume? Ne, eigentlich nicht. Ich bin jetzt schon neidisch genug. Wann fängst du denn die Archon-Quest an zu spielen? Jetzt. Rüber da. Lasst uns nichts weiter verpassen, außer dass ich noch die Schlüssel einsammeln möchte. Dankeschön. Lasst uns nichts weiter verpassen und direkt reingehen in die Archon-Quest, dadurch, dass es ja so schon heute nicht fertig werden kann. Wir hatten ja quasi schon das Opening im letzten Stream von der Archon-Quest, von der 4.2, ganz kurz. Aber jetzt ist das, was ich noch oben drauf brauche. Ich möchte Emotional Damage sehen am Ende des Tages. Wobei, wahrscheinlich bin ich dafür nicht mal schnell genug. Wenn die Quest tatsächlich um die 6 Stunden für mich dauern wird. Und wir jetzt 21:30 Uhr haben. Es wäre 3:30 Uhr. Und ich muss noch einen Guide flippen. Eva! Wenn ich sie mit einer LP-Uhr spiele, hat sie 147% Aufladerate und 41.000 LP. Wow, Salty. Kriegst du damit die Ult? Mit Double Hydro Team sollte das reichen, oder? Single Hydro wird wahrscheinlich knapp, aber Double Hydro sollte immer reichen. 147% Aufladerate. Ich kenne ein Team nicht. Oder reicht es nicht? Weil mehr Aufladerate eigentlich schon sehr angenehm ist in ihrem Spielstil. Ich verstehe das voll. Wenn man die Ult immer sicher hat, macht das so viel einfacher. Du Loser. Hä? Eva, warum werde ich von dir Loser genannt? 100% Uptime. Warum wechselst du ja nicht auf die AP-Uhr, wenn du eh 100% Uptime hast? Stopp. Wo ist denn so ein Overcap bei Aufladerate? So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. Let's go! They seem to Wie be geht's Super pretty Kitchen? Und dir, ancient, hallo alright. Vino? Ich wollte aggressiv. Go in and have a look. Just be careful. Ah, Rinkiching. Rinkiching. Ich habe bei Eva gepullt. Die schlechtesten Puls, die man machen kann, habe ich bei Eva gemacht. Aber bei meinen schlechten Puls, wenn sowas passiert, kriege ich eine Constellation für Tinari. Was mache ich bei ihr? Ich kriege eine Constellation für Kiching. Ihre Kiching ist jetzt C5. Sie hat jetzt eine Kiching auf einer höheren Constellation als ich. Das ist ihre Rache für diese absolut miserablen Puls, die ich rausgehauen habe. Und ja, spielen wir ein bisschen. Wobei bei Ju ist schon entspannter gerade. Ups. Mal gespannt, ob du heute bis zum Ende der Quest kommst. Ich glaube nicht, Moa. Wenn die Leute sagen, ich brauche um die 6 Stunden, bei meinem langsamen Tempo alles zu lesen, die Leute reden zu lassen, vielleicht wenn ich 1, 2 Texte zwischendurch nur so überfliege beim Lesen, die nicht komplett im Autoplay laufen lasse, sondern mitlese und dann immer weiter skip, sobald ich den Satz gelesen habe. Und ansonsten, ja, ist das mein Account. Du bist auch schon tot, ne? Bisschen was verschwendet. So kriege ich meinen Ult natürlich nicht ready mit 100% Uptime. Willst du mal eine C6 Kiching spielen? Ja, aber meine eigene will ich spielen. Keine andere. Gib mir die Kiste. Dankeschön dafür. Sonius, by the way, man kann mit Fiorina übers Meer laufen, ich weiß. Das habe ich doch in meinem Guide als erstes gemacht, oder? Oder fast als erstes in meinem Guide. Man kann 24/7 mit Fiorina übers Wasser laufen. Das habe ich tatsächlich auch schon mal im Farm die Tage ausbenutzt. Ich habe ja für die Waffe noch ein paar Mobs auf der Overworld gefarmt. Und da habe ich es benutzt. Okay. Wollen wir sie nicht reinschubsen? Aber ich möchte sie reinschubsen. Damit wir die ersten Tränen sehen, direkt, instant. Dankeschön, machen wir. Freue mich über jede Kiching. Ich auch, Kiching. Complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? Sie wartet auf The uns. water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. Renn mal lieber I'll raus. go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. Warum rennt sie nicht wieder zurück? Alright. Come. Wenn sie jetzt Angst hat, dass das Wasser steigt, muss sie doch zurückrennen. Ich schwöre, wenn ich dich skippen sehe, ey, ich skippe gleich sowas von Text. Einen Satz skippe ich gleich. Warum wird der Chat nicht mal angezeigt, Goveta? Weil es so viel Platz vom Stream wegnimmt, den Chat anzuzeigen. Chichi gut? Nein. Also,
Nein. Let's try climbing over. Hier sieht ja alles danach aus, als wäre das Urmeer. Ups. Hat das mit der Story schon mal angefangen? Im letzten Stream habe ich so die ersten 10, 20 Minuten gespielt, ja. Wo wir einmal in das Dorf gelaufen sind, das erschüttert wurde. Das habe ich im letzten Stream erledigt. Okay, unnötig jetzt Tomaten zu farmen, wenn ich wenig Zeit habe. Ganz große Verschwendung an Lebenszeit. Ich möchte sehen, wie sie leiden. Ich möchte dich weinen sehen. Oder eigentlich mich. Navi ist gleich Taylor Swift. Wenn Swiftie ist es deine Berufung zu pullen. Aber nur wenn ich Taylor Swift-Fan bin, oder? Ich bin ja auch kein Taylor Swift-Fan. Nein! Ich bin jetzt schon gestorben. Ach so, stirbt ja jeder. Oh, ich dachte schon. Hi, Miru. Stirb! Karma fürs Nicht-Fan sein. Ist sie nicht tot? Demoiselle. Was geht denn jetzt ab? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Maloose. Sie ist doch tot. Oh, was Ist das Urwasser? was I sleeping? Yes, it would appear so. I must be tired. Sind die da erstmal normal quite weiter? possible. However, you were Normal. the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly... It must have slipped my mind when I dozed off. Nicht geschlafen? Is a familiar feeling. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. Weißbrot. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Hast du die Yes. Stimme von Silver? Oh, Miss Navia. Hallo! Ah, Mr. Maloose. Ihr habt And mich Mr. auch alle Silver, too. aufgelöst. It's good to see all of you. GG, How Darkus. have you been? Hallo! I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. Ihr habt They alles were gelesen, knocking at my Leute. door day and night. Even my neighbor Obina was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get... That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Geschenke! Oh, yes. One moment, I have it. Ja, Miss Navia. Geschenke, Geschenke, These Geschenke, are some Geschenke. flower seeds that I prepared. Please take Bloom. them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. Also damit will ich hier meiner I Familie don't auch know einigen eine what we Freude would have machen. done without your help, so this is a little token of our appreciation. Sehr lieb, Annette. Did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Maloose, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Perfekt. In that case, we'll swap sie out das some of the gleich wie ich. decorative plants for some of Mrs. Burnett's Very well. Wait. Something seems to be off here. Na, kommst du dahinter? Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett. That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to Dein me. Mann. I've heard this name before. And why are there so few people around here? Weil die alle überschwemmt wurden. We must mind the Nicht time, überschwemmt. Demoiselle. We still have important things to attend to today. We do? Like what? Getränk im Hintergrund. Ja! Did you forget? Mit Code Sonius bestellt. Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. Die kommen alle auch aus dem Nichts, ne? My trial? Yes, she's right, Demoiselle.
It's just about time now, so... Nee, nicht noch we ein should get Trial. going. Oh, Nicht noch ein Trial. Tut mir das nicht an. Ich hatte genug Trials. Die komplett random oder nicht random waren. Geht's direkt los? Look, it's Ah, es Navia. geht direkt los, She's okay. here. And her two attendants are with her. Hallo Navia! Woo! Goodness. Everyone's finally here. Navia, Navia. Wo sind die Navia-Fans da sure are a lot of draußen? people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about some Karina, Desiree, Die haben wir auch. Isabelle, Julien, Essen. Why are so many people here? Licher Michael. And as for the judge, huh? Where's Mr. Neuvillette? Nicht da. Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right, but are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Aber eine schöne Ausnahme extra für Navia. Normalerweise Hey, nicht what kind of erlaubt. place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please sollte mich tell einstellen, me where Wie viel Monsieur ich zu Neuvillette is beantworte. and why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rasula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Ist doch nett, oder Not only nicht? you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rasula fought for the well-being of those in Poisson. Das ist doch super sweet. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are one big family. All of us who are from Poisson, Familie. inextricably linked. And Ich with würd you ja auch being so sagen- important, we couldn't possibly do without you. Ja, ich würde auch sagen, wir sind eine große Familie. Wir sind allesamt Genshin Impact Fans, die zusammen Genshin Impact spielen und sich auf jedes Update freuen, meine lieben Freunde. Family Time! Knutscher geht raus an euch. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? Igitt, What is there Liebe! to discuss? Apropos Liebe, bei mir waren die Notifications wieder ausgeschaltet. Ich habe nicht gehört, dass Honeck gefollowt haben, als auch René Honey. Vielen lieben Dank für eure lieben Follows. Als auch, dass ich dementsprechend nicht gehört habe, dass auf Twitch Niu, Headbanger und Ole Schlumpf alle jeweils einen Sub rausgeballert haben. Entweder über Prime oder direkt so. Absolut genial. Vielen lieben Dank euch dafür. Tut mir leid, dass ich das in dem Moment verpasst habe und erst jetzt sehe. Ich hatte die Notifications aus, ich hab's nicht gehört. Ich habe nur daran gedacht, weil wir gerade über Liebe gesprochen haben und ich dachte so, Bro, warum sehe ich da Primes von vor 10 Minuten, ne, die ich nicht erwähnt habe, bis ich gecheckt habe, was das Problem ist. Vielen Dank, tut mir leid, dass ihr das nicht erwähnt habt. Und genauso auf YouTube, Devil's Breath, der einfach gerade ein Upgrade auf Goldfisch gemacht hat. Bedeutet, vielen Dank auch an deinen Support auf beiden Kanälen, sowohl dem Honkai Star YouTube-Kanal als auch dem Genshin Impact YouTube-Kanal. Diese Kanalmitglieder sind eine absolute Ehre und ich habe schon so eine kleine Idee, was man noch als zukünftige, und meine Mitgliedschaft zählt nicht, doch deine Mitgliedschaft zählt, rede ich doch gerade, Devil, zählt auch.
Genau, ich habe schon als eine kleine Idee, was man als zukünftige vielleicht coole Sache mitmachen kann. Was ich halt für mich selber machen möchte und das eigentlich dann vielleicht mit den Kanalmitgliedern teilen möchte. Also sehr, sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Ja, mach die Quest. Ich muss wenigstens Danke sagen. Ich kann nicht hier die Leute reinzappen lassen und die wie so ein abgehobenes Schwein ignorieren. Ich bin doch kein Monte oder sowas. Ich möchte auch wenigstens ein Danke zurückgeben. Irgendwas. Und Asada hat 5 Mitgliedschaften auf YouTube verschenkt. Asada war das... Dankeschön, Asada! Let's go! Wir hatten alles hinbekommen. Yumi! Redekton, let's go! Mackenzie, Zoe, Academy! Dankeschön! Vielen lieben Dank, Asada, dass hier sogar das Mitgliedschaftsverschenken benutzt wird auf YouTube. Ja, ich weiß, erstmal Quest. Wir machen direkt weiter. Aber das ist so viel Liebe, dafür muss ich wenigstens einmal Danke sagen. Dankeschön, Asada, dass du auch auf YouTube am Start bist. Derjenige, der schon, oder einer von denjenigen, der schon gefühlt unendlich viele Subgifts hier auf Twitch hat, weil er jetzt auch noch 5 auf YouTube raus. Ja, es geht. Hat Glo auch schon gemacht, Eva. Ich bin ganz erstaunt. Und Hallöchen, Asada. Ich bin ganz erstaunt, dass es geht, aber es hat geklappt. Und Devil haut nochmal 5 hinterher. Wir spielen heute die Story nicht. Wir genießen einfach nur, dass die Kanalmitglieder auf YouTube mehr werden. Ovo, Kasua, Soul Hunter, Tirodas und Pommes Fritz. Alle nochmal mit einem Sub geschenkt von auf YouTube. Ja, wir hören es auch. Ich habe mir jetzt Notifications dafür aktiviert. Vielen lieben Dank. So schaffen wir es heute aber nicht mehr. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss doch Danke sagen. Da können doch keine 5er Subbombs reinkommen. Ich ignoriere das einfach weg. Das geht nicht. Weiter. Well, if that's what you think, then I Dankeschön. have no further comments. How Schuldig. wonderful, Miss Navia! Schuldig auf ewig mit uns in der Hölle zu schmoren, beziehungsweise im Urwasser. I know all these people. Alle lachen sie aus. Why are they Auf wie Lucifer. War schon länger nicht mehr da, muss was ballern. I Asada. seem to remember now. Ach, warte, haben die den gleichen Just a Raum? moment. This isn't right! Ding, ding, ding. Ist halt nicht wahr. What was that, Mr. Malus? Die Notifications Our kommen jetzt. conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty. Schuldig. Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. Oh, Schüleron, berichte, wie es I ist wish für dich to die nächsten Wochen. exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. Jetzt hauen wir raus, was für ein schlechter Mensch sie ist. Spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Ja, keine Her Gefühle actions cannot erlaubt. serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice. Das Even Reich if des Miss Navia Wassers. only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Wait. Everything is measured here in the nation of Müssen alle erstmal durch diesen Prozess, die in dieses Wasser landen? Ja, ich werde es ja gleich sehen. When a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia Das? are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals? Do you mean to defy our justice? If your justice is Raus. flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I. and Let's that go! is Demoiselle, Der Prozess der anderen Art. It hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. Richterin Barbara Salisch kommt gleich und packt aus. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Alle Burnett gestorben who vor we met Ewigkeiten? earlier. Wahrscheinlich alle Even Louise gestorben vor and Ewigkeiten. Silver.
I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority. Mehrheit ist die Gerechtigkeit. Trials, the majority is absolute justice. Don't let them escape. We shall keep Navia here with us. Mr. Malus and Mr. Silver. Wann? Must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This Was judgment steckt is denn fair dahinter in der and Story? just. Guten Abend, Arturia. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you Schon saying? verwandelt. No more excuses. Jetzt sieht sie das auch so, wie es Jesus, ist. we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? Alle gleich. What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia. Silence. Wait a minute. That's... Es wird noch spannender gerade. Monsieur Neuvillette. Weil der ist Such nicht commotion dead. is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while What? there is still time. But Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Das muss so wehtun. Nochmal die Toten sehen. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that... Das muss so wehtun. Silver. Quickly, you must come. Goodbye. Goodbye. Farewell. Bye bye. Er ist auf einmal hergespawnt. No, wait! Just a second! Überlebt. Navia? Und Neuvillette in beiden You're Welten, der awake. Richter. Good. Er ist I da. must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and It looks like... Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Welches Geheimnis hast du, Neuvillette? Give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. Erzähl mir bitte When mehr. I arrived, Das I möchte found ich you jetzt falling wissen. toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... Aber du, ja? Ja, erzähl mehr. Kein erzähl mehr. I think I saw two Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before Daddy? your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Perhaps Menschen, those die sich two auflösen. Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. Hier war's wichtig. Auch nach ihrem Tod Please wirst du come doch with me. beschützt. Und wir kommen mit dir, Neuvillette. Das kriegen wir hin. Gib mir mehr Story. Die geht jetzt Neuvillette, richtig los. Are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something... Why do you Erzähl. look so stiff? Oh, Paimon knows. You're the type who feels... I merely thought that we should I give drew Navia Daddy. some time to I herself. drew Daddy. Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like... I suppose... Ah, Sigewin. Sie ist Reem. I hope all is well with her these days. Boah, wird das Her schwierig, ihren Namen work in the fortress auszusprechen. of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would need a lot of Sigewin. time to understand the world of Lern humanity. schon mal den Namen, damit du nicht Just as ganz so I doll have. leiden müsst. Oh, and the Duke also says hi. Sie ist Even Reem. though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened. Thank you. I have indeed been busy lately. Das möchte ich gar nicht wissen. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. Moin Moli und vorhin 1WW für eure Follows. Also danke. So, Smalltalk Neuvillette, gemeistert. you're probably quite the... This isn't going
anywhere? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, Du but bist ein when guter I Schwimmer. arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? Navia, die muss jetzt so durch den Wind sein. Stell dir mal vor. Ich suche die Ruinen weiter, wird gemacht. Die Sonius um 3 Uhr nachts weinend und gebrochen, müde und zerstört. Das Problem ist, dass ich noch den Guide fertig machen muss. Ich kann eigentlich nicht bis 3 Uhr streamen. Auch wenn ich maximal Lust dazu hätte, es ist eigentlich impossible. Außer ich verschiebe den Guide ein paar Stunden, aber dann muss ich auch noch arbeiten. Ich habe ja auch noch einen Hauptjob. Ja, mache ich. Eva, ich vertraue dir einfach. Ich habe keine bildliche Vorstellungskraft. Ich habe deine Bilder gesehen, aber ich wusste noch nicht, was ich dazu sagen sollte. Mach einfach. Ich vertraue dir da. Du machst schon was Schickes. Ups, vielleicht hätte ich vorher ein bisschen meine Ausdauer aufladen sollen, bevor ich hier rausspringe. Hi, Schlembus. Hier wird endlich die Story gespielt. Das ist richtig Blaustern. Zumindest, wenn ich das schaffe, mit der Ausdauer da hochzuklettern. Ansonsten habe ich gleich ein Problem. Und ich bin auch sehr begeistert jetzt von der Eröffnung der Story. Ich habe nur Angst, dass das Ganze 6 Stunden dauern soll. Also ich bin schon dabei, erstes Textes zu skippen, weil ich das eigentlich heute alles erleben möchte. Aber aktuell sehe ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es wird. Autsch. Sehr schön. Eine absolut nicht gewastete Ult. Wozu spiele ich dich überhaupt, Geching? Weiter nach oben mit mir. Das ist bisher die beste Story in Genshin. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, dass ich danach einfach nur den Archon liebe. Das ist für mich das Wichtigste. Ich möchte Furina danach story-wise lieben. Fall bitte nicht runter. Dankeschön. Gut, nicht runtergefallen. Sonst machen wir morgen weiter. Ja, morgen streame ich ja Hunger Star Rail. Puls. Komm, du schaffst es heute eh nicht mehr. Aber wann spiele ich das denn dann, wenn nicht heute? Weil ja morgen Honkai Star Rail Tag ist. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ja, ist kein Problem. Wenn ich das heute schaffe, egal, ich spiele es einfach morgen weiter. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Oder ich spiele morgen nur Puls und wechsle dann auf Genshin nach dem Puls. Mach nur eine Stunde Star Rail und ab dann wieder Genshin. Das wäre, glaube ich, am besten die Idee, oder? Wenn das heute hier noch irgendwie eine 5-Stunden-Story ist. Ding. Morgen nur kurze Puls und danach wieder Story. Fange morgen um 1 an mit Genshin und abends dann Let's go. Okay, dann machen wir morgen noch einen kurzen Honkai Star Rail Stream von so 1 Stunde ungefähr. Und danach, nach der 1 Stunde Honkai Star Rail, gibt es nochmal Gensin Impact. Hier, Anni, 1 bis 2 Stunden nur noch. Never. Nicht bei meinem Tempo, 1 bis 2 Stunden. Bei dir hat die Story Kurisushima insgesamt 3 Stunden gedauert, während du alles automatisch durchlaufen lassen? Aber wann streamst du für Honkai? Wieder 21 Uhr, Ronald. Außer ich komme früher an den PC. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it Nahida turns out that this rein. place isn't actually that big. Boah. Heutzutage hätte ich eher Nahida genommen, aber beides sind beides eine extrem gute Wahl, ich kann es nicht sagen. Aber ich bin eher Team Nahida, weil ich gerne Elektro mit Dendro kombiniere und sie die beste Kombi dafür ist. Meine Idee ist, kann ich zeigen, ist aber nicht so... Na, heute kann ich das vielleicht nicht zeigen. Muss ich mal gucken. Eher morgen nach der Story. Stone slates. It seems like they were put here as an offering. Das ist Could Archon. we take them down and have a Archon. look? Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed.
I shall record the history of its future here in its past. It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? Das ist ja auch die That would fit the Vorhersage. circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. Beten die hoch And nach there's a whole Celestia? bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... And is that Lady Farina in Das the sieht ja third zu image? 100% aus Did wie the Hydro Farina. Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. Allein. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain. Das ist also die Prophezeiung, die hier an der Wand steht. Und wie das Ganze losgeht, können wir nicht sehen. Was macht er da? So Bock auf die More Story. information Es macht should jetzt be schon so hidden in these Spaß. slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates is... Ooh, Paimon's getting the chills Gib just mir die looking erste at this. Says that Steinplatte. it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. Braucht sie unbedingt Hydro Damage runter? Nein! Habe ich aber auch in meinem Guide erwähnt. LP prozentual geht auch klar. Schau gerne noch an meinen Guide. Paimon feels like these images Aber are LP kind of prozentual weird when you ist look at them sehr, sehr gut. together. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. Echt? Und das zweite Bild ist ziemlich verwirrend, ja. Was ist das zweite? Zu welcher Sünde bekennen sich die Menschen auf dem If we Bild? go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image ehemalige might Hydro be the Archon. Egeria, then. I had never met her, but her Egeria. appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if... Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? But who Guten would Abend, have created these Xenios. slates and left these words here? Vivillette ist, glaube ich, Seems that any jemand, der further gerne clues will have to sagt. come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back. Yeah, we better get somewhere safe for now. Also jetzt sind wir noch verwirrter als vorher. In Wirklichkeit spielt es nun keine Rolle mehr, wer diese Platten geschaffen hat. Entscheidend ist, ob die Prophezeiung wahr wird. Herausforderung bestanden. Wo muss ich hin? Da wieder. Nicht teleportieren. So haben wir es. Kommt Silberwolf in der zweiten Hälfte? Yes, Silberwolf kommt in der zweiten Hälfte. Leute, ich versuche den Chat schon so hardcore zu ignorieren, aber ich kann den nicht komplett ignorieren. Es geht einfach nicht. What's happening with the Spina? You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Navi ist halt eine Just head Vorbildsperson. back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for... I'll depart as well. Thanks for Tschüss, your hard work Nivi. today. Rest well, everyone. Das ist so eine ruhige Musik, so als wäre das alles gerade das Normalste der Welt, worüber wir reden. Stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Bis Are you morgen. really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. Alright, we'll leave it in your hands then. I will be carefully considering my words tonight.
Traveler, Paimon. Our safe house at the Flivsandra is always open to you, as ever. Dankeschön. So please don't think you're an imposition. All right. Bis dann, Navia. Was machen wir jetzt, wenn die alle gehen und jetzt mit den einzelnen Leuten reden? Achso, wir gehen da auch einfach hinterher. Okay. Warum sind wir denn nicht einfach mitgegangen, wenn wir hinterhergehen? Oder habe ich das falsch verstanden? Sie ist da auch dahin gegangen, oder? Dankeschön. And there's good food too. No. Ooh, desserts. Nice. These Es are ist süß, wie Paimon sich freut. Paimon's already starting to forget what happened today. Oh, Hallo, Mona. is that who I think it is? Die wird ja echt noch storyrelevant. What are you doing in Fontaine? Das hattet ihr ja schon angeteasert, dass man sie im Trailer gesehen hatte. Ich habe sie im Trailer tatsächlich übersehen. Aber ihr habt sie alle gesehen im Trailer. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, sie zu übersehen. Ich habe es einfach hinbekommen. Seriously, nobody just uses a scryglass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstatter surname? Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. Und wir werden jetzt nie erfahren, was ihr eigentlicher Nachname She really ist. is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however... it isn't? Mit Mona, boah. Nope. Although it is used by us in Ach, man place hat sie of nur surnames, gehört. it Okay. generally just... Ich erkenne ihre Stimme nicht. Also ich könnte jetzt meine Augen zumachen und würde Mona nicht erkennen bei dem, was sie gerade sagt. Imagine including Dass a es Mona boast in ist. your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy? Damals habe ich auch noch auf Japanisch gespielt. Ich spiele jetzt erst seit kurz auf Englisch. Das macht es noch schwieriger für mich, das zu erkennen. Give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. Abelot Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, Mona, die hers große is, in Astrologin, plain speech, klar. The thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. Thrice as great? I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she Was ist dein Titel? Mein Titel ist Weltraumpräsident Superstar McHammergeil. excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to Okay. Terrible! But anyway, you're not Fontanian. Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dornman Port, and I traveled with the old hag for a while. After Kennen which... sich also nur in Fontaine aus. Löst sich wenigstens nicht auf in dieser Story. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, Yes. right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. Ich weiß einfach schon komplett There's Bescheid. something ominous about it. Well, the water, I mean. That was the main reason, yes. Morgen 21 Just a Uhr geht's while los back, mit the dem Steamberg Hua-Hua-Puls. invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist. Habe ich verstanden, Mona. Hast du mehrfach erwähnt, dass du Astrologin bist. Even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake.
A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Zumindest wenn sowas Of stimmt. course. The old hag could do it. And I'd bet there are others amongst those Hexen Circle colleagues of hers who could do something similar. Der ist auch noch ganz spannend in der Story, oder? Are you sure? So, als würden wir sie nicht seit 3 Jahren kennen. Alright. Hätten schon eine komplette Event-Story um sie It herum. isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. Okidoki. Greatest of astrologists for you. Of all Erwähnt nochmal bitte, dass sie Astrologin ist. stars, the best. Lol Kerko, keine Twitch-Emotes. Auf YouTube für Kanalmitglieder gibt es aber auch immerhin 5 Emotes. Mehr darf ich aktuell nicht hochladen. Wenn wir mehr Kanalmitglieder wären, darf ich auch mehr Emotes irgendwann hochladen. Mehr und mehr Twitch-Emotes, auch auf YouTube. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. Danke, Mona. Erzähl uns gerne, falls du was And there bekommst. she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Genau, Hexenzirkel habe ich irgendwie verpasst. Ich glaube, das ist das Event, was ich verpasst habe, Eva. Weil ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, ich schaue mir auf YouTube den Trailer nicht an. But we were able to recruit Mona's help, Weil das ja in dem Event vorkommt. Aber jetzt habe ich das Video nie gesehen vom Hexenzirkel. Alles klar, Anni. Dankeschön. Bis morgen. Nicht vergessen zu erwähnen, dass sie Wise as Great ist zu ihren Astrologentitel. Astrologin Twice as Great. Die Meisterin ist Triple as Great. Auf geht's in die Villette. Da hast du was verpasst. Ich glaube auch, beim Hexenzirkel habe ich mega viel verpasst. Aber ist halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Ist traurig. Hätte ich sehr gerne erlebt. Ich kann mir ja zumindest nochmal jetzt das Video eigentlich doch vom Hexenzirkel auf YouTube wenigstens reinziehen. Aber es ist ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist langfristig noch wichtig. Was war das nochmal für ein Event? Auf jeden Fall hat man da was zum Hexenzirkel erfahren. Und ich weiß ja gar nichts über den Hexenzirkel. Wirklich überhaupt nichts. Deswegen muss ich genau das Event verpasst haben. Wo ich irgendwie so 2-3 Wochen einfach komplett krank und flach lag und 2 Wochen gefühlt kein Genshin gespielt habe. You're here. Ja, wir sind da. Monsieur Villette and Lady Farina, Rein da. Ab zum Streit mit uns. Klopf, klopf. Die ist so klein. Like I said, I've already explained everything. Ich höre ihr gerne zu. And yet the problem Und has ihm not been auch. properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention Die to Musik offend you. dazu, es ist geil. Please, tell me where you stand. You are the Hydro-Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Oh. Seriously? Jetzt wird Vivi sauer. You're questioning me like this is a court case now. Yes. I don't know anything about that. Erzähl uns mehr, Farina. You found them in some ancient ruins, you say? That's correct. Oh, Which die is why I mag ich. came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 featured different images that seemed to correlate to the prophecy. Geil. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro-Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no Farina? information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro-Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? Ja. I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters.
There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. Inkonsistenz. Wie die englische Synchro der Fontaineschars. Stimmt, die Fontaineschars sind allgemein gut synchronisiert. I didn't think you were that type. Rina macht sich einfach drüber lustig. Since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me. You're Archon and do Danke, as I say. Follow. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. Sie ist super entspannt, die Furina, ne? Vertrau mir einfach, das wird schon alles gut. Und guck dann traurig runter. We do not discuss Alles wird this super. matter again. Ja, die deutschen Texte sind manchmal random. Im Vergleich zu dem Englisch, was sie sagen, das stimmt. Zeitlupe. Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. Kommen wir ihr dann hinterher? Wenn sie irgendwas auf dem Herzen hat? I assume you've been outside. Oh, yes, wir haben zugehört. You noticed. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Ja. Wir müssen ihr den Ernst der Lage bewusst machen. Also irgendein Geheimnis muss sie doch haben. Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. Genau. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice. Oh? Moin, Wolf. Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the... But Farina Bitte nicht wieder so wie in der and she's 4.0. really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the Angelicious, first danke chance schön she für den gets? Follow. We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. Wie nett mit dem This may be cruel Gerechtigkeitssinn. to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses. Wenn du wüsstest so, jetzt bin ich gespannt. Do such a thing. Kommen wir jetzt wieder nah wieder rein, ein paar Tage später auf einem Boot, irgendwo im Stillen. Okay. Diesmal hat das Ganze einen anderen Beigeschmack. Ich bin gespannt. Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Sind wir sicher vom My soul Archon? was just involved in a Wie nett. disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what family should do. Ist Lenny auch da? Sit and enjoy a leisurely time together. Und ist Alecino da? It's nice to enjoy tea here, you know? Alecino? Care for a... Lend me your ears, everyone. Ich möchte keine Navier sehen. Ich möchte Alecino Perhaps one of sehen. you might like to start us off. How about you, friend? Ja, Rimini. Als ob der Bock auf irgendwas hat, How about you, außer good sir? Befehle geben zu lassen. I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. That was a little long-winded. Shinichiko da. Oh. So, ihr schafft das auch. You Man might kennt nicht be right. Shinichiko da. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the traveler, has brought us together to discuss something. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Okay. Das heißt, die Überlegung ist jetzt, wie wir Furina reinlegen, um Informationen zu It's just kriegen. an expression, really. One that I just learned from Chlorand. And you... Huh? Oh, come now. Your work doesn't involve much Ui, public Sushi speaking, Ma! right?
Für Furina. Good chance to practice. Dankeschön für den You might even Sub. pick Für up some Furina fancy kleiner oratory als tricks to 3. impress your boss with in the future. Boah, war das laut. Stimmt, weil ich jetzt den PC-Sound maximal laut habe wegen der Story. Vielleicht lernst du sogar ein paar ausgefallene Redekünste. Ja. Spontan mal reden lernen. I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. Boss. Fei. Jumpscare einfach. In that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, I've also gone diving to catch some fish before. I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, Nicht mal, ich hab they did davon not gehört. hunt animals. Es gibt ein but rather Relikte-Set, das so heißt, und ich habe various davon nicht monsters gehört. left behind by the ancient dynasty of King Remus. Devil! Hier, 13 für die Legende, Sonius 13. Du verwechselst da irgendwas, aber ich bedanke mich trotzdem für die 13 Bits bei dir. Dankeschön und Grüße geht raus an die alte Dynastie von König Remus. Deswegen hast du jetzt perfekt die 13 Bits gespendet. Weil du wusstest, dass jetzt über Remus gesprochen wird in der Story. König Remus, Grüße geht raus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society. Ein Insight, ich dann taking up weiß, was in der arms Story in kommt. other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. Jetzt erklären sie nur, wie sie Furina if we were to verarschen, build a ne? trap Das ist ja together, jetzt gar nicht mal so right die now, wichtige Story. What would you... For me, I would prefer something Tauben und Kaninchen, basket. Our bro. line of work requires a deft hand, and... You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates Das ist ja gerade mentioned that you maximal even performed some unwichtig. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. Das ist großartig, I'm afraid Linné. I can't claim that as my strong suit. Doch, das I ist wichtig. prefer more stable methods, like placing bait in the water. Also, and der waiting Satz for ist the auf fish jeden to Fall come nicht within wichtig. reach. That's the kind of Und der method Satz I would davor von come Linné auch nicht. Calm and steady. Exactly. And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. Zaubern, ködern, mecker, assistieren. I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related... Und keine Makes Erfahrung. sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. Wollen wir noch If we were Chef? to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we Tötungswerkzeug! wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Tötungswerkzeug! Wait, why's that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. So Die Leine are zwischen we Leben going und Tod. hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an Gottheit exalted zu throne. richten. Was für ein Satz, Neuvillette. Oh, so that's what's going on. Klingt so episch, wie Neuvillette redet. Interesting. Tötungswerkzeug, Kugelschreiber! Ihr werdet euer Vorhaben nicht als Jagd bezeichnen, darum geht es schließlich nicht. Und die Beziehung zwischen euch und Furina ist bei weitem nicht so schlimm.
Der Satz von Nivellette, der war wichtig. Den ich gerade noch so gefeiert habe, den habe ich jetzt schon wieder vergessen, to be honest. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, welchen Satz ich gerade von Nivellette so gefeiert habe. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte meine Cam deaktivieren, um das zu lesen. Alles, was ihr tun müsst, ist die Geheimnisse aufzudecken, die sie hütet. Der Versuch, die Geheimnisse einer Gottheit zu enthüllen, ist ein Akt der Respektlosigkeit. Aber das muss getan werden, um zu verhindern, dass Fontaine im Wasser versinkt, wie es in der Prophezeiung vorhergesagt wurde. Außer wir decken währenddessen auf, dass sie wirklich schon alles vorbereitet hat. Es gibt keinen Jäger, auch keine Beute, aber es muss eine Falle geben. Wir müssen eine Falle bauen. Den Gott zu richten. Ah, okay. We can judge even me. So steht es bei dem Hydrokristall auf der goldenen Form. Ah, stimmt. Ich erinnere mich, dass wir die Diskussion hatten. We can judge even me. Zack. Weiter geht's. Wir können selbst den Hydro Archon judgen und damit rüber wieder ab in die Fontaine-Hauptstadt. Ich bin so hyped. Ich habe so Bock. Eigentlich habe ich Bock auf das große Finale. Skirk. Hui. Rüber da. Tatakia, Telle und direkt weiter. Gib mir mehr Story, meine Lieben. Die Musik auch wieder so chillig dazu. It's been a tough few days, hasn't it? Ja, anstrengende Tage. Paimon didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up. Wenn du wüsstest, was wir noch erwartet. Er hypt das alle so sehr, es muss so gut werden, die Story. Now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. Well... Story so spannend. Wie der Knopf auf Klokens Blues. Experience with this sort of thing. But with you around, Paimon sure will do great. After all, Was you're machst the du, most Paimon? reliable person in the world, aren't you? Yes, bin ich. Did you just pour some tea? Paimon didn't notice you doing that at all. What's that? Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. Ah, have you forgotten me already? Ja. Wait, you are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. Echt? The voice from the sky, I fear that description is wrong. Though, not completely wrong. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Stimme, die ist auf jeden Fall schon mal genial. Wer ist das? Consider me a passerby. Bitte lass das Skirks Stimme Accepting a sein. commission from my friend's disciple on a whim. Mission des Lehrlings einer Freundin angenommen hat. Betrachte mich einfach als eine Passantin, die aus einer Laune heraus eine Mission des Lehrlings einer Freundin angenommen hat. Eine Laune heraus, die Mission des Lehrlings einer Freundin. Ist sie eine Freundin von Skirk dementsprechend? Jemand aus dem Hexenzirkel ist also eine Freundin von Skirk? Wird Fontaines Prophezeiung wahr? Erstmal fragen. Hexe N. Yes, what has Hexenzirkel. been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. What? Geschichte der Zukunft. Then is there any way we can stop it? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? Ist es wieder Schicksal? Ah, so you've caught on. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. Hättest du aufgepasst, wüsstest du die Antwort auf die Frage, wer das I ist? believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. This was good tea, by the way. Thank you for your Lehrling hospitality. Mona, eine Freundin von... Well, that'll be all for today. The voice. It's gone. Aber so von der Story her, Lehrling des Gefallens, das kann auch Tatake sein, wenn... Oder? Nee.
Na, warum darf das keine Freundin von Skirk sein? Warum muss es eine Freundin von jemand aus dem Hexenzirkel sein? Von Trimagistus, der Dreifachen? Hey, it's you who's getting lazy, okay? Well, I see I've walked in on some lively banter. Mona, gibt es jemanden, der sich unsichtbar machen kann? Just fine. I went to take part Oder in aus dem Himmel Steambird kommt. panel. It turned out to be more interesting than I expected. Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for Dürfen denn die aus dem Hexenzirkel nur mit Leuten aus dem Hexenzirkel befreundet sein, oder was? I agreed, so we had a brief chat with her. Sie hat ja nicht gesagt, dass die Freundin, der Lehrling der Freundin, dass die Freundin auch ein Hexenzirkel ist. Sie hat nur gesagt, dass das jemand ist mit einem Lehrling. Aber keine Erwähnung von irgendeinem Hexenzirkel. Als ob die Hexenzirkel nur untereinander befreundet sind und mit niemand anderem. Ich möchte doch nur Skirk sehen. Das war zwar logisch, ja, aber keine Bestätigung. Die Freundin kann auch jemand anders sein. Es gibt auch Freundinnen außerhalb des Hexenzirkels, die auch Lehrlinge haben, die dann nicht unbedingt zu einer Hexe gelehrt werden, sondern eventuell zum Kämpfen oder sonst was. Ich will nur Skirk sehen. Also ich will einfach nur Skirk sehen. Das tut mir leid. Ich bin einfach nur hyped auf Skirk. Mir ist alles andere egal. Ich knipse alles in meiner Welt aus, bis ich Skirk sehen darf. Nicht alle Einwohner von Taines sind diesbezüglich pessimistisch. Eine Reporterin erwähnte, dass es falsch sei, herumzusitzen und auf das Ende zu warten und dass man seine eigene Rettungsvorbereitungen treffen sollte. Ich stimme ihr zu. Charlotte! Did she have pink hair by any chance? Why, yes, it was Charlotte. You remember her, right? Yes. I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? Skirk is nice, though. Yes. That's right! Paimon's glad to Ja, hear das ist something Skirk. sensible for once. Ah, yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I would... Huh? Jetzt erzählen wir ihr. Okay, spätestens jetzt ist sie Bestätigung, dass sie der Lehrling ist. Are you serious? She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named Der ist einfach nur N. the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. Okay. The Hexen Circle Ewigkeiten sounds alt. like a scary group. But they must really... Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. Perhaps it is something that you cannot know. Okay. Irgendeinen Hinweis hatten die Worte. Wenn man jetzt die Worte sich noch 1:1 merken könnte, hätte man aber einen Vorteil im Leben. Traveler, Paimon. Oh, we're fine. We're just a little... I see. Das Ende I guess you could bevorsteht, so consider fühlt me es sich an. someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. But even so, I still hope for and believe in miracles. Astrology is eternal and rational. Perhaps that's what N was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. Sehr süß, Mona. You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Alles So gut. it was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling, and I suppose Jetzt that gib might mir be den why we always... Gerichtsprozess. Bitte. Ich Paimon brauche feels kind of Höhepunkte. moved by what Mona said. Hey, Traveler. Paimon suddenly... Ja, okay, lass uns spazieren gehen. Let's go. Let's walk around the city, shall Eigentlich, we? There's a few spots we always like to walk by. möchte ich nicht spazieren gehen. Achso, ich muss nach oben.
möchte ich nicht spazieren gehen, sondern viel lieber als spazieren zu gehen, möchte ich einfach, dass dieser Gerichtsprozess jetzt startet. Dauert noch, verdammt. Ja, weil wir auch weder Falle uns ausgedacht haben, noch wie wir ihr den Todesstoß versetzen, um hier die Göttin zu richten. Was ja, Lauf bitte, wichtig wäre. Das Warten lohnt sich aber. Ich bin so hyped auf die Story. Ich habe so unfassbar Lust, diesen Höhepunkt zu erleben. Vielleicht sind wir ja berühmt. The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. Das wäre eine schöne Formulierung für uns. Traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet. The traveler's trip. Danke, Charlotte. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using... seriously? Well, fine. Those headlines das sind gute Headlines. Cool, so Paimon will forgive her this time. Ich bin froh, dass ich die Story zweimal machen durfte. Ey, in solchen Momenten kriegt man auch Bock, wieder sein eigenes Let's Play weiterzumachen, das ich ja irgendwann mal geführt habe. Aber ich würde es halt jetzt anders machen wollen. Und ich weiß halt, dass ich eh keine Zeit habe, diesen Zweikanal leider zu führen. Auch wenn ich schon Bock drauf hätte. Das macht ja so einen Spaß, das alles zu erleben. Paimon's hungry. Futtern. Let's go. Aber dem Let's Play-Kanal, den traue ich oft hinterher. Hätte ich dafür Zeit, das hat echt Spaß gemacht. Aber ich habe halt leider einfach keine Zeit. Wenn ich jetzt schon wieder merke, ich muss die Story durchspielen, den Huo-Guide machen, ich bin jetzt schon übermüdet, weil die letzten Tage so viel waren. Dann kann ich nicht auch noch einen Let's Play-Kanal führen, was so traurig ist. Pro Tag verfügbar. Limitierte Auflage des Kuchens. Despite the tense situation we were in, let's give it another go. Paimon's sure it'll be great. One slice of cake, please. Someone showed up after all. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Sie ist die davor steht, aber vor der Tür. Cake too? It seems Monsieur Nervalet was right. You really can? Wait, selbstverständlich. did you really say something like that? Und hast einen Naruto-Code bekommen. Wann kommt das Spiel? Ich bekomme das meistens am Release-Day, den Code erst. As for me, I love the cake and coffee here. Do you come here often? Usually every day. Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Sprechen aber den Namen von der Mesoline aus. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? But why would it close? Seline? Keine Ahnung. Paimon doesn't know either, but maybe... Boah, Paimon, warum machst du so schlechte Stimmung? Vielleicht checkt morgen schon das Wasser. Wann endlich ZZZ-Beta? Mein Zenlezone Zero YouTube-Kanal ist auf jeden Fall bereit. Der ist ja schon existiert, da ist ja schon ein Video drauf. Und ich meine, die Beta-Anmeldungen laufen die nicht gerade? Also ich habe schon, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich drin sein werde als Content Creator. Dementsprechend, aber ich weiß auch nicht, wann das Datum von dieser Beta ist. That's what people call living, you know. Das ist das, was die Leute Leben nennen. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Oh. Oh, you know Sijuin? Aber denkt auch, die Prophezeiung ist es morgen vorbei. Ja. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about Melo. humans. Dankeschön. She said that humans are creatures that are saddened easily. Yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in Nur a good Essen mood macht die after Menschen glücklich. Let's go. Also mich macht Essen auch glücklich. So ein guter Kuchen kriege ich direkt ein Lächeln ins Gesicht, wenn mir das jemand mitbringt. Kuchen macht happy. Kann ich bestätigen. Und hi, moinsens! Wie weit seid ihr in der Story gekommen von Genshin Impact?
Ich habe gesehen, ihr habt vorhin auch, wart im Gefängnis und ähnliches. Und habt ordentlich die Story geballert bei euch im Stream. Herzlich willkommen an 122 Leute, die hier im Raid mitgebracht hast. Absolut high ist im Knast. Also noch ein bisschen bis hierhin high, da sollte ich direkt abschalten, weil ich gerade die 4.2 Story spiele. Bedeutet, ich möchte jetzt nichts bauen. Es ist zumindest gerade eine ruhige Szene. Kein absoluter Highlight. Beziehungsweise kein Höhepunkt. Ich fieber gerade auf die Höhepunkte hinaus, aber spiele gerade auch die Story und habe so Bock drauf. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Story. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Stream und freut euch mehr bei Hai zu sehen, der jetzt wieder aktiv am Stream ist, nachdem es ja, Pause kann man sich nennen, nachdem der Fokus beim wunderschönen Uvo-Launch lag. By the way, mein Uvo kam jetzt vor 2 Tagen an, mit Code Sonius natürlich bestellt. Grüße geht aus an den Uvo-Creator. Yes, Uvo-Founder. Guten Abend, Krute, was geht? Ich bin mal wieder im Lurk. Alles klar, Baby. Und genauso Collector, Mr. Okidoki, Riki, Hallöchen. Bei mir gibt es jetzt 4.2 Story. Morgen gibt es Puls, falls ihr da Bock drauf habt, um 21 Uhr. Und wahrscheinlich das Ende der Story, weil ich nicht glaube, dass ich die Story heute beendet kriege bis Mitternacht, 1 Uhr. Würde mich sehr wundern, wenn ich die bis 1 Uhr durch habe, die Story, und ich eigentlich noch den Guide zu Ende machen muss für morgen früh. Das heißt, ich kann ja auch nicht bis 2 Uhr sitzen und Main Story spielen, was sehr schade ist, weil ich schon Bock drauf habe. Es ist schon super spannend. Und nach dem, was mir hier alle in den Chat schreiben, bin ich maximal hyped. Aber falls ihr Bock habt, freue ich mich natürlich, falls einige von den Leuten, die mit Hai rübergekommen sind, jetzt noch bei mir im Stream bleiben, die 4.2 Story ein bisschen genießen. Und sie dann bei Hai nochmal sehen, sobald Hai hier angekommen ist. Doppelt hält besser, meine Freunde. Und ansonsten, falls ihr jetzt geht, in einem anderen Stream wünsche ich euch viel Spaß. Falls ihr jetzt schlafen geht, wünsche ich euch eine gute Nacht. Dankeschön für deinen Raid, Hai. Und ich wünsche dir noch viel Freude mit Uwe. Und wenn du schon da bist, trinken wir noch einen, oder? Aber natürlich trinken wir das aus dem Kühlschrank. Wenn man schon einen Kühlschrank hier direkt unter seinem Schreibtisch stehen hat, das war die beste Investition, beziehungsweise mein bestes Geschenk, das ich mir je hätte wünschen können von meinen Eltern irgendwann mal zum Geburtstag. Da habe ich dann immer direkt gekühlten Uwu, ohne aufstehen zu müssen. Absolut perfekt. Das sind einfach nur die Dosen, die jetzt vor ein paar Tagen ankamen, die ich mir nachbestellt habe. Weil das meine vorletzte Dose von den ersten 12 ist. Weil tatsächlich meine Frau das auch regelmäßig trinkt. Also, upsala. Ich glaube, Sakala, seitdem das hier steht, musste ich auch schon 3 Dosen an meine Frau abgeben. Was heißt musste? Meine Frau hat halt gefragt und ich habe ihr 3 Dosen gegeben. Weil sie das auch gerne getrunken hat sie auch auf Insta direkt gepostet. Aber das Getränk überzeugt halt einfach. Da hat Hai was richtig Gutes, Fruchtiges, Entspannendes gemacht. Und ich muss dazu sagen, zum Thema meine Frau trinkt das auch. Meine Frau trinkt nie auch nur irgendetwas anderes außer Wasser und Tee und Kaffee. Das sind die einzigen 3 Getränke und vielleicht einen Orangensaft mal zum Frühstück. Die einzigen 4 Getränke, die normalerweise in den Magen meiner Frau kommen. Und jetzt, seit Uwu hier ist, auch schon 3 Dosen. Let's go! Bye Feuerrampe. Sollen wir also morgen Nacht wieder bis 0 Uhr wach bleiben? F an die Menschen, die schlafen wollen. Das ist richtig, Moa. Ich streame immer bis 1 Uhr. Ich möchte auch andere Streaming-Zeiten haben, Moa. Ich würde am liebsten um 18, 19 Uhr starten und dann bis 22, 23 Uhr streamen. Das ist aber halt in meinem Leben nicht möglich. Dadurch, dass die Kinder habe ich heute ins Bett gebracht und bin um 20:30 Uhr aus dem Kinderzimmer raus und bin dann direkt hier an den Arbeits-PC, hier mein Arbeitszimmer, und habe den Stream vorbereitet. Also ich hatte irgendwie 20 Minuten, um den Stream zu bereiten, nachdem die Kinder geschlafen haben. Ansonsten wäre ich heute so gerne 18, 19 Uhr live gekommen, aber es ist halt impossible. Schlembus, du hast eine Frage, worum geht's denn? Mein Vater trinkt Uwe Blaubeere, sonst eigentlich nur Kaffee. Let's go! Ich hoffe immer mit Code Sonius. Für 5% Rabatt bei Uwu. Noch leckerer als beim letzten Mal. Der Geschmack mit einem Schluck Tee noch besser. Aber es ist schön, wenn wir morgen immer wieder cool. Paimon redet wirklich so, als würde morgen die Prophezeiung stattfinden, oder? Von Montag und Dienstag bis 0 Uhr wach. Bleibe mindestens heute noch bis 0 Uhr wach. Und morgen, wenn es lange dauert, auch noch. Gehst du zur Schule? Du darfst auch schlafen gehen. Also du kannst dir auch, ansonsten auf YouTube bleibt dieser Stream jetzt ewig verfügbar. Du kannst es auch noch in einem Jahr reinziehen. Oder halt einfach morgen die Wiederholung. Und dann jetzt schlafen gehen. Ich bin dir nicht böse. Ich bin zwar glücklicher, wenn du hier im Stream bleibst, aber ich bin dir auch nicht böse, wenn du dir die Wiederholung auf YouTube reinziehst, wenn ich schon Multistream mache mit YouTube und Twitch, dass man sich das auf beiden Plattformen reinziehen kann. Kannst du dir das dort gerne gönnen. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. Wirklich, für Paimon findet die Prophezeiung morgen statt. Aber was ich jetzt schlemmen muss, Frage.
Jetzt gerade habe ich eine Sekunde Zeit, sie zu beantworten, ohne die Story zu genießen. Oh, das ist eine gute Idee. Ich komme. Hallo, Charlotte. Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Das sind wir! You've got some nerve! You just used us to make some quick Mora! Für Sonius Content Live muss man solche Opfer eingehen. Moa, let's go. Ist okay, wenn ich dich Moa nenne? Ich hoffe. Angst bei Moa wirkt, das irgendwie falsch auszusprechen. Und Moa klingt so, das erinnert mich an diesen Disney-Film, ich habe vergessen. Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. Yes. It's all right, though. I've said Really? Oh, Die beste. You're almost a little too easy to win over, Paimon. Kann es sein, dass Journalist with meine ulterior motives, Hida durch you'd be in Furina trouble jetzt now, mehr you know. Crit-Schaden macht? Weil normal hatte ich mit ihr 95 Crit-Schaden gemacht und jetzt macht sie 120 Crit-Schaden mit einem Standangriff. Ja, Schlemmbus. Nicht mehr Crit-Schaden, aber insgesamt mehr Schaden. Also deine Nahida kriegt einen Damage-Buff durch Furina. Furina bufft den Damage ihrer Teammates in ihrer Ult. Und der wäre noch größer, wenn du einen Healer in deinem Team hättest. Wenn du jetzt einen Healer mit reinbringst, macht deine Nahida noch mehr Schaden. Also statt Zhongli, beispielsweise bei Zhu oder, keine Ahnung, Kokomi oder sonst wen, Hauptsache ein Healer, solltest du noch mehr Schaden mit deiner Nahida sehen. Obwohl, Zhongli hat ja auch einen Buff. Und ich glaube, der Furina-Buff, ja, weiß ich nicht, was höher ist. Aber grundsätzlich, Furina in ihrer Ult bufft ihre Teammates. Ja. Oh, Paimon knows you're not like that. Still, what brings you here all of a sudden? Hallöchen, Were Awaken you looking for Crowl. me? When Mona mentioned you, we thought of coming Aber to see your Goveta. work. Laustern, let's go. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil of a journalist. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request... Exklusivinterview mit Of uns. course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and Ganz ask you to talk Fontaine soll about... unsere Geschichte hören. Qualified enough? Wir sind Traveler und Paimon. What? If I say you're worth an interview, then you're... Oh, in that case, we'll just chat when you have the... Oh, so that's a yes? Ooh, Nein! splendid. I'll tell the editor-in-chief Ich möchte doch jetzt kein Interview mit dir machen. Ich möchte den Gerichtsprozess sehen. Die Falle an den Hydra-Archon möchte ich sehen. Paimon's still got a question for you. Das heißt, Awaken Crow, du bist jetzt müde geschlafen. And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow? Boah, die ist immer morgen. Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. Du bringst leider solche Conversations. I'd probably still be prepping at the office for that interview. Just think Nein! about it. If this nation... And you know what Nein! I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use it. I'm not a Nein! dreamer, nor am I a workaholic. But I do love my job. But anyway, that's my answer. Gerichtsprozess. Und Schlemmbus, ja, bei Ju ist aktuell der beste Heal für Furina. Neben All of a Jean. sudden, Paimon actually kinda envies her. Aber vielleicht kommt ja in Zukunft noch was Let's go and Neues. take a look at the sea, shall we? Ich möchte nicht mit ihr sprechen über unsere Story. Ich kenne unsere Story bereits. Sie muss ich nicht nochmal wiederholen. Scenery can be a pretty soothing Paimon's been thinking. Worüber denkst du nach, If it wasn't Paimon? Fontaine, but all of Tevat, no, Paimon should ask if you could choose. Genau wie ich schon davon gesagt habe, man kann wirklich nicht plötzlich eine vernünftige We've Antwort always geben. been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. You mean, still traveling? Wie hat denn deine Story angefangen, Herr Sonius? Es begann alles damit, dass mein Papa und meine... Nein. Huh. Wait, isn't that what we've always been doing? Wenn ihr euch unterhaltet, vergeht die Zeit ruhig, bald bricht die Nacht an und ihr kehrt zu eurer Unterkunft zurück, um diesen anstrengenden Tag ausklingen zu lassen. Die nächsten Tage verlaufen ebenso ruhig. Charlotte kommt euch im Stützpunkt der Schmina de Resula im Fleuve de Cendreux
besuchen, um euch zu interviewen. Ach, wir machen jetzt wirklich das Interview. Nachdem Navia ihre Aufgabe im Poisson beendet hat, kehrt sie zum Stützpunkt zurück, um ein Foto mit euch beiden zu machen. Alles läuft bestens. Okay, ich musste das Interview also zum Glück doch nicht erleben. Dankeschön dafür. Das hätte mich jetzt auch gestresst. Feels like you'll grow mold if you stay here long enough. But it's still better than the Fortress of Meropide, that's for sure. It's not only damp there, but salty. Die Luft ist So the two of salzig. you are still here. Yes. Oh, you're from the Palais Mermont? Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the Fortress of Meropide. Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Oh, lass hören. Yes. Eine inside Nachricht von the Opera Nervillet. House. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. A riot? Ein Aufstand. Well, that said, Lady Farina was watching a performance at the Opera House. And while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her, loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. And before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow and protest against. So people have Die Leute started sind to put the aufgeregt. blame on Farina. Guess they finally found an outlet. Kein Wunder, dass sie so aufgeregt sind, wenn Paimon auch allen erzählt, dass morgen die Prophezeiung stattfindet. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. So what happened after that is for... Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this Rina, du bist and left in a hurry. The Maréchaussée so ein Phantom had their merkwürdiges hands Buch. full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize. So... Rina weg. That's right. The Maréchaussée has just... That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Sie ist ein Even if Gott. she were to good. Paimon hat die schlechte Stimmung verbreitet. Genauso ist es. Paimon ist durch die Welt gelaufen und hat allen erzählt, morgen Prophezeiung. Farina macht nichts, Leute. Morgen Prophezeiung. Alright then. Gut. Dann finden wir mal mehr heraus, wo Farina gerade We ist. should hurry over to Poisson then. If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. And as we also know, she may be loud and dramatic, but when Nervillet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, it would be hard for her to ignore being a... Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson. Huh. Well, what do you think? Paimon kann nachdenken. In that case, there's not a moment to lose. Seit wann ist Paimon so hilfreich? Apropos, jetzt müsste ich meine Dailies einsammeln können, schon seit Ewigkeiten, oder? Mission, Dailies, Dankeschön dafür. Falsches Team, aber egal. Und dann ab, rüber, schauen, wie Farina dafür sorgen will. Leute von Fontaine, ach, thanks. Hier ist ein Geschenk. Und da oben ist ein Typ, der standhaft bleibt und all die Leute begrüßt, die hier vorbeikommen und Hallo sagen wollen. Und die Musik ist so traurig jedes Mal, Leute. Die Musik ist jetzt schon so traurig. Die Story baut sich einfach so mega gefühlsecht in deinem eigenen Kopf auf. What was meant to happen did happen. Alle tot? Give up, Farina. Mit den langen Haaren. Gut gemacht. I'm sorry. But what can Gib I auf. even do? Other than to repeat meaningless apologies over and over. Bedeutungslose Entschuldigungen zu wiederholen. Das heißt, ihre Entschuldigung weiß sie von Anfang an sind bedeutungslos? Who's that? Don't worry, Farina. It's just us. Die blonde Reise von weit her. You, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Wie sie Farina, einfach... You were crying just Wollte now, ich gerade weren't you? sagen. The tear stains on your face are obvious. Wie sie einfach von Wein zu ich schlüpf instant wieder in meine Rolle springen kann, innerhalb von sie dreht sich um. Von Wein zu, ach, ihr hier seid es, meine kleinen Untertanen. Ich dachte, ihr kniet nie. Also so mäßig, wow. What do Wer you bist du, mean, Farina? tear stains? Oh,
I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to Who did that uncivilized rabble think they were? Does they even dare to tout their Archon? I must teach them a lesson. I can just imagine their... Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them, too. Du bist eigentlich am Boden zerstört. Of course not. Hey, Da. there she is! The Hydro Archon's over there! Oh, es sind auch noch andere auf die Idee gekommen. Quick, after... Farina, those people seem to be after you. Oh. Du wirst sehen, wer sie ist. They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't Farina. they? That's against the rules. Stau doch nicht alles in ihr auf. Stau doch nicht alles in ihr auf. Erzähl uns, wie es dir geht. Just ran off. Quick, we have to catch up with her. Farina. Die muss so leiden den ganzen Tag. Ein bisschen emotionslos, wie sie laufen. Die laufen auch alle so langsam, so ganz gemütlich. Joggen wir mal Farina hinterher. Place, right? Hey, Farina, there's a good hiding Erwischt. spot over here. Quick! What is this place? Wait a minute. They're almost here. Ja, nicht so- Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Ein gemütlicher Spaziergang. Genau so sah das gerade aus, die Verfolgung. Das sah nicht wie eine Verfolgung aus. Die ganze Stimmung war gerade nicht verfolgestimmig. Also, sie kriegen ja normalerweise die Stimmung gut in den Genshin Impact. Das war gerade richtig lächerlich. Oh, guck mal da. Farina. Lasst sie uns jagen und einholen. Paimon's exhausted. Wir fangen sie. Ja. I'm so tired. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. Yep. Oh, What's happening? da sind die nächsten 3 The tot. ground's shaking. Eine weitere Katastrophe. A quake of this? It can't be. Well, there's no need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans, so the Ja, aber evacuation das should sind go 3 much Leute, die nach smoother Farina this time. suchen. Yeah. I Sollte hope es you're right. Voice-Actor werden. Oh The nein. people of Poisson. Ich hab so We've already- Angst. Lass uns wegrennen. Ihr fangt an, euch zu It's unterhalten. true. I've been investigating Oh, jetzt geht's the los. prophecy Let's for hundreds go. of years. I once had informants all over Tevat, Das ist searching endlich for sie. clues and feeding information back to me. Das ist die Farina, die ich Tried all brauche. kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Indeed. Das ist sie endlich. I've thought about giving up so many times. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, but just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Sie arbeitet Don't dran. worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Das ist Farina. Das ist ein Archon, wie er reden muss. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all.
Don't take Furina! any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Ja. Gib uns die echte Furina. Wenn das so weitergeht, werden wir wieder bei Null anfangen müssen. Furina, du musst diese Last nicht alleine tragen. Wir sind bei dir. Wir sind Außenstehende. Uns ist vollkommen egal, ob es die Prophezeiung stattfindet oder nicht. Wir wollen einfach helfen. Obwohl ich nicht weiß, dass du für dich behältst, bin ich mir sicher, dass dein Volk mehr als bereit ist, deine Last zu teilen. My Yes. burden. That's impossible. It was fated right from the start that Nein, this nein, nein, would nein, be nein. my duty alone. Nein, 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 nein. Erzähl es einfach mir, lass mich sozusagen deine Zeugin sein. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And Ja. if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, Genau. then you're just... Wir sind Zuschauerinnen. Jetzt rede. Zum Legendenauftrag kommt dann ja auch noch Fun Games. Boah, mir macht das schon so viel Spaß. Let's go. Genießen. Hä? WTF? WTF? Was geht denn jetzt ab? Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. Und Linne höre ich auch gern beim Reden So, zu. this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Ich krieg ja Gänsehaut. Ich find's so geil. However, that I am Fosalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. Let's Draw go. your blade against a god? I see. It seems like you have made up your mind. Die Jagd halt. Alle arbeiten zusammen. Weiße und der schwarze Handschuh. Oh, geil. Believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? Shh. It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. Acceptance of the trial. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. Ich find's gerade so spannend, It is Leute. my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. Story, die wir I alle too- gebraucht haben. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Please. Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. This time, I will protect you. Applaud and Gänsehaut. rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, Fosalor, will now begin! Oh, now we're
Bro. Ein einzelner Typ. I just feel like Farina just took over the whole thing. Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? Basic Attack! Who will be my opponent in the Dankeschön für den Raid! Asks the prosecutor to please take the stand. Ich bin es. That so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. HSR-Server down. Gut, dass ich meine Daily schon gemacht habe. Das heißt, das bis irgendwann HSR gespielt. Jetzt sind wir kurz vor Huo. Mein Huo-Video ist noch nicht fertig, aber ich werde morgen auch um 21 Uhr für sie pullen. Hast du Bock auf Huo Basic Attack? Wirst du auch pullen? Mega nice one. Bin so gespannt auf morgen. Ja, stell noch eine finale Frage. Viel Aufwand. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina... Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. Jetzt erklären sie den ganzen Plan der Jagd. Against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. So, dass alle mitgemacht haben. According to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. Alles durchanalysiert. We arranged for a second group. So, you mean... the ones who scoured the... And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the opera, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Araneas, was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. Alles klar, Basic Attack. Danke für den Raid. You're welcome. Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box... That's right. Das war der Transporterbox. Then, I can guess Nervilet, you gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be off so that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes. Wohin hat die einzelne Waffe? Ich bin darauf in meinem Video eingegangen. Schau gerne einmal meinen Guide dafür, Leo, da erkläre ich das ganz genau, was ich bevorzuge und warum. Dadurch, dass ich gerade die Story spiele, habe ich nicht die Zeit für detaillierte Antworten. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Und danke, Iris, für den Follow. Thank you. Thank you. Die ist so neutral. I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? Meine Aufgabe war, dir eine letzte Chance zu geben. Zu erzählen von selbst, denn wir hatten gehofft, dass du dein Geheimnis mit uns teilen würdest, bevor der Zauberschrank auf der Bühne stand. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end.
Lasst uns über den Hydro-Archon urteilen. Danach ärgere ich mich über das Gespräch von vorhin. Was wollte mir Furina sagen, kurz bevor wir auf der Bühne angekommen sind? Please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed... Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Oh, let Paimon see. Wait. Then that means this document is a perfect timeline of everything. Perfekt. We can move as evidence for an argument. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a... I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy coincidence. Danke, Charlotte. Also, wir haben Hydro-Archon besiegt, dann haben wir das Verschwinden gelöst. This is the first time Monsieur Nervilette had a difference of opinion with the Oratries. Und die Oratries haben was Unterschiedliches gesagt. A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Wir haben eine Chino getroffen. The fortress of Meripede was almost Jetzt sind wir schon beim Ausbruch. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional. Wir haben in unserem einen Traum den Wal gesehen. Both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. I nearly lost Navia hat überlebt. Navia. To be honest, that still gives me shivers. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. Nutze ihr Bewusstsein. Okay, hier steht aber nicht mehr ihre Worte. Goodie! Hallöchen, Tero, ich bin bereit. The prosecution and the defense are both in position. Ja. The trial shall now begin. Let's go. Oh, come on, Nervilette. There's no need to repeat all the Doch. Ich brauche alles. Over to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant, of course. It is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. Doch. However, that's true. But my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait. Sie redet. What was that? Lady Farina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? Charge accepted. Anklage akzeptiert, Betrügerin. Lady Farina, do you plead guilty to the charge? Lady Farina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, oh, das ist gut. Other than your true Archon. Gänsehaut, so Gänsehaut. Yeah. Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratries has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? Yeah. If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Kriegen wir schon hin. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? So, wir müssen uns jetzt genau überlegen, was das Besondere an Farina ist. Warum lebt sie seit 500 Jahren? Kann ich... Achso, Tatark erst verurteilen und kann ich als Antwort geben. Das Treffen mit Alecino und die Hexe N. Aber... Nee, die Hexe N hat mir kein Wort gegeben. Oratrice plus Nivelette. Treffen mit Alecino. Ich wüsste gerade alles nicht, was da helfen sollte bei den dreien. You may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan.
Ah, wegen des Fluches, okay. Even if that wasn't the case, there could be other ways to extend. Who gave you that idea? Alle Was it the Chino. knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. Startest du göttlich. You sensed it too, huh, Neverlet? Könntest du anstatt eines Archons auch einfach nur ein verfluchter Mensch sein? Farina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Auf unserer Seite. Einfach nur durch irgendwelche offenen Anschuldigungen. Don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse, like you said, Ja. how does that Beweise. prove that I am merely a human being? Wir brauchen Beweise, bitte. Everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Und was ist deine Centuries, Macht? manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. Die Manifestation, dass du Gott bist, ist deine Only Macht. to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. Dieser eine Fall hat das genaue Gegenteil bewiesen. Farina hat tatsächlich überhaupt keine Kontrolle. Der Tag ist Verurteilung. You tried to reference the Oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by Yes! Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Was für eine billige Ausrede. Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Arch, you will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against... I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Farina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Yes. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. Farina uns deine göttliche Macht als Archon demonstrieren. Das ist das, was sie gerade meinte. Sie meinte nur, ihre göttliche Macht wäre, dass sie die Manifestation von Macht ist oder sowas. Also komplett sinnlos. Keine... Puh. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? Oder If was? that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Ein Archon kann doch sicher tun, was ein Mensch mit einem göttlichen Auge tun kann, oder? Hau raus. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium. Thus did Deswegen I hat sie give die up all of my divine power in to ihrem provide Spielstil everyone with energy for their daily lives.
Beschwörungen statt eigene Hydroangriffe. Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? Oh. It seems like nobody's buying Farina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Farina you knew, right? The one that Ich brauch die Auflösung. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents? Enough. That's enough. Dann hau raus. If I'm not the real Hydro Archon, wer ist es dann? You have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their... Wow, she came up with yet another argument. Okay, wer ist der echte Archon? Linnea ist der echte Archon. Ersten im Umfang ausgehalten, obwohl sie schließlich von jeglichen Einstellungen freigesprochen wurde, wurde ihre Identität als Agentin des... Nö. Wir haben hier das Auflösen, dann der Ausbruch im Urmeer, Navias Sturz ins Meer. Irgendwas im Urmeer? Das Urmeer. Für mich macht das alles keinen Sinn. Achso. That all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Das heißt... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Darum geht es. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out now. I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, including those of some of my... So, Miss Farina, if we were to believe that you are indeed the real Hydro Archon, wobei das wäre immer noch kein Beweis. All it should do is strengthen your case. Oder ist das ein Beweis? Sie könnte ja auch ein Mensch aus einer anderen Gegend sein als Fontaine. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Warum soll sie auch automatisch auch Fontanien sein? Musik. Die Musik hat sich gerade verändert. Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. What's going on? Is she really planning to... that's not what we thought she would... Und rein Due ins to the Wasser. inherent risk of the test, Lady Farina, you may... Hey! Aber sie hatte Angst davor. I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been Das war bestimmt normales Wasser, oder? Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Gensin sagt Dank für die Follow. Really? Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewien? If you are present, Miss Siegewien, please come forward and attend to the defendant. Siegewien? Don't be
It'll just take a few seconds. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. Hyperventilation und Hautrötungen. She was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Das war ganz schwach, das Wasser. Thank you, Okay. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh, wait. What Also did she just say? Fontainien. I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve. We don't want anyone else to lose their life. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low. It's Sehr, a great sehr, sehr, thing sehr, that the sehr smart. direct sample Geil. wasn't actually used. For I can't. Listen to me. Sie möchte Listen to me, everyone. ganz dringend möchte sie der Archon sein, ne? Disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial Das habe ich mir auch schon seawater? gefragt. Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? Dankeschön, Mehrzahl, auch für dein Follow. Ach, Farina. Keiner glaubt dir mehr. Auch wenn ich ihre Einwände okay finde. Anyone, just listen to me. I swear, Und auch Moin im Chat. I really am your Archon. Tränen, weinen. Keiner glaubt ihr. Erzähl uns die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. I don't think anything she says at this point will sway anyone. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. Musik ist stehen geblieben. I don't think anything she says at this point will sway anyone. She's too stacked against her now. Farina allein. In my ganz capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. Schuldig, nicht der Hydra Archon zu sein. In diesem Prozess zumindest. We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal to render the final verdict on the charges. Zumindest von Villette. Ja, dazu diese Stille dieses Spiels. Abend, Miss According to Feelgood. the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Farina is nicht schuldig. Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? No. The Oratrice also displays a guilty Achso, verdict. doch. Okay. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus: the Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. Hydra Archon schuldig, Todesstrafe. Sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Farina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did
This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Hydro-Archon schuldig. She wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Oratrice hat nicht über Furino geurteilt, sondern über den Hydro-Archon. Das meine ich nämlich auch. Da stand Hydro-Archon schuldig, Todesstrafe. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Und wenn Furina nicht der Hydro-Archon sein soll und der Hydro-Archon zu Tod erklärt wurde, seems to have deliberately invoked the title of the Hydro-Archon. What does this mean? Ich hab einfach dauerhaft Gänsehaut, während ich mir das anschaue. Excuse me, if I may interrupt. Mag ihn nicht. Is the Oder verschwinde trial einfach aus still dem going? Game. Verschwinde einfach aus dem Game. You finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Mit Hilfe einiger Fahrtücher bringt Freminet eine Steinplatte, die erste Steinplatte. That the first prophecy slate? Und das war der alte So Halt. the knave privately arranged for Freminet to try and find the missing slate. Das I looked Freminet, everywhere nein. and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Thank you for your hard work, Mr. Freminet. Redet wie Sonius 1:1. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates, and would like you to come here and confirm their contents. Die 4 Steinplatten mit ihrer Prophezeiung. So what do you see? What is it? Ich brauche eine Interpretation, dass der ehemalige Hydro-Archon seine göttliche Kraft freisetzt, um Okeaniden in Menschen zu verwandeln. Um Okeaniden in Menschen zu verwandeln. Also das, was wir jetzt gerade andersrum haben, wo Menschen im Urmeer wieder zu Okeaniden werden? I believe I've now made sense of the Hydro-Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro-Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro-Archon. So when you say Hydro-Archon, do you mean the real Hydro-Archon we've been kind of talking about? Fontaine lore. In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Bedeutet, das Urmeer bringt sie alle in ihre ursprüngliche Gestalt zurück? Alle Fontainiers sind eigentlich Okeanide? Die Zusammenhänge zwischen den Inhalten der Steinplatte und den Ereignissen im wahren Leben. Alle Fontainiers sind Okeanide und keine Menschen. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon! Ja, hilf doch mal dabei, Paimon. Das alles irgendwie für mich gerade zu biegen. Überprüfe die Beschreibungen auf den Steinplatten, um ihnen wichtige Informationen zu entnehmen. Du kannst Szenarien, die sich auf Inhalte der Steinplatten beziehen, in dem Interview-Handbuch aufgezeichneten Vorfällen finden. Damit kannst du diese nachprüfen. Während der Prüfvorgang fortgesetzt wird, steigt der Wasserstand des Brunnens im Menü an. Wenn du alle Steinplatten überprüft hast, wird sich die Wahrheit hinter der Prophezeiung offenbaren. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro-Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Okay, hier ist ein guter Moment für eine Pause. Ich mache den Stream nicht aus, aber wir machen eine ganz, ganz kurze Pipi-Pause. Eine sehr, 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 sehr kurze Pipi-Pause. Ich muss auf Klo, aber ich muss jetzt weiterspielen. Ich kann ja jetzt nicht hier aufhören, bevor diese Lore-Bomb aber komplett... Bruder! Der Hydro-Archon von Fontaine. Gibt es denn gar keine... Du hast 1 Minute. Mach ich.
Lasst uns die Wahrheit und nichts als die Wahrheit aufdecken. So. Okeanide. Does that mean that Fontanians are transformed Oceanids? Yes. Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. Das ist das, was gerade passiert mit dem Urmeer. The slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. Menschen dürfen nicht geschaffen werden. Oder Ozeanide des Menschen. Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? Sünde des Archons und Erbsünde. The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea, surrounded by many people. Nicht der Hydro Archon, sondern Furina. In den See sinkend, umgeben von Menschen. Didn't we also watch that happen to someone else? Seine Peilung, dass wir das nicht schon einmal bei jemand anderem widerfahren gesehen haben. Well, the first slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. Furina alleine auf dem Thron. Als einziger wahrer Mensch? Nee, aber sie hat sich ja gerade auch angefangen aufzulösen Richtung Okeanide. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. Oh, ist das gerade ein dickes Highlight. Wahrheit überprüfen. Also, der Beweis für Steinplatte der Prophezeiung 1 ist, wie sich herausstellte, kann das Wasser des Urmeers die Menschen auflösen. Schuldig, Zugang zum Urmeer. Ich glaube, der erste Satz ist direkt, oder? We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater. And the first stone slate tells us that long ago, the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. Eva kann pennen, warum? The reason that Fontanians can dissolve. Die Quest ist so long. Wie lange geht denn das jetzt noch? Eine der Steinplatten in den Ruinen, auf denen die Prophezeiung eingekehrt wurde. Sie beschreibt Fontaines Geschichte der Zukunft. Das ist die zweite Platte. Auf ihr ist das im Himmel anmutig schwebende Celestia zu sehen, sowie der Hydro Archon und sein Volk, die sich gemeinsam vor ihm verneigen. Aber Hydro Archon, das heißt, es gab keine Menschen, aber einen Hydro Archon. Neben alle Menschen Fontaines, beziehungsweise es gab ja einen Hydro Archon, der keine Okeanide war und alle anderen Okeaniden zu Menschen gemacht hat oder hat sich auch selber. Und das gleiche wäre dann ja auch hier der Fall, dass sie dann keine Okeanide ist. Na, gucken wir mal. Wahrheit überprüfen. Also, beziehungsweise sie erkennen sich selbst für schuldig. Zugang zum Urmeer. Perhaps what is about to take place has all happened before. The truth and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. Vielleicht ist das, was jetzt gerade passiert, schon mal. Der Hydro Archon wurde zu einer Strafe verurteilt, die noch nie zuvor vor dem Gericht verhängt wurde. Doch welche Sünde verdient ein solches Urteil? Die Stimme unseres Main-Chars so schön zu hören, ja. Ich schätze, es geht noch so lange, wie der Stream geht. Oder willst du jetzt in diesem Moment abbrechen und die Tage dann weitermachen? Ich würde morgen direkt weiter streamen, Alexander. Aber ich weiß nicht, jetzt gerade kann ich nicht abbrechen. Ich weiß nicht, ob irgendwann noch eine Pause kommt. Hier ist deutlich zu erkennen, wie der Hydro Archon im Meer versinkt, umgeben von vielen Menschen. Okay, sorry. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? Während der Erkundung. Let's go. Dankeschön, Bucky. Für deinen Sub auch im 10. Monat. Let's go. So ganz verstehe ich das jetzt gerade nicht, unsere Auflösungen. Und dann, das ist jetzt aber unser Schicksal. Please. Schade. Ich möchte einfach nur die Hexe aktivieren. The prophecy from the stone slates found its way into society. But not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve.
It seemed if we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. Wird gleich alles nochmal aufgeklärt, danke. Primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge. Also ihre eigentliche Form. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. Das verwirrt mich immer noch. In ihrem Bewusstsein wurde sie von den Menschen von Poisson umgeben und gezwungen, an einem Prozess teilzunehmen. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meripede was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truth should come to light. Hier kommt gerade eine Lorebomb nach der nächsten, ne? Wie viele Stunden Story habe ich noch vor mir? Genug. Paimon gets it now, but then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. Die erste Steinplatte verrät, dass die Menschen von Fontaine keine echten Menschen sind. Linny, all Fontanians were originally created by the Lape. The evidence for that can be found in Haben sich nur Menschen aus Fontaine im Wasser des Umes auflösen können, warum sie sich die vermissten. And how all the girls Vache dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, Indeed. Die zweite Steinplatte verrät, die Sünde des Hydro-Archons besteht darin, dass er die Menschen von Fontaine erschaffen hat. And it follows from the content of the first slate that could also explain why the Oratries judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. Die dritte Steinplatte, ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie nach der vierten Steinplatte kommen sollte. Isn't the image here just like when Navia fell into the sea? Das muss noch aufgelöst werden. Wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? Und die vierte Steinplatte zeigt dann die Erfüllung der Prophezeiung. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different... When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. Aber jetzt hast du alles. Gib uns now die. that the slate collection is complete, Probier es nochmal. I shall Yes. make another attempt to decipher. Mach es. I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. Your hypotheses regarding the origin of Fontanians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. Ist das der Hydro Archon? Nee, okay, ist noch. Die wollten alle an Land leben. Und diesen Wunsch wollte Hydro Archon were erfüllen. enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar Ist das type. Fontaine? However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon as one of the seven did not possess the authority to create a Gab new es form auch of richtige human Menschen life. dementsprechend in Fontaine? Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels,
creating humanoid mimics in the process. But if Fontanians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Wie haben sie sich denn fortgepflanzt? Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came. Okay, alles okay, Anide. We were all Oceanids before we turned into human beings? Yes, alles okay, Anide. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontanian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the 3rd and 4th stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. A key point of the visual on the 3rd slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the 3rd slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Is it? Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? Huh. No matter what. Die Prophezeiung gehen in Erfüllung. Im Schicksal gefangen. Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. Oh. About the 4th slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact, as for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Ich glaube, du bist ihr bereits einmal begegnet. Wir sind die Katastrophe? Wait a minute, was? Der endgültige Beweis. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. Der Ausbruch des Urmeeres. Der unfassbar große Wal ist neu. It was both dream and reality. Es war Traum und Wirklichkeit zugleich. True culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Die Wahrheit, die Erbsünde, das Urteil und die Ursache der Katastrophe. Alles hängt irgendwie mit dem Wal zusammen? Wir brauchen mehr Informationen. Ach so, mitten im Gerichtssaal. Ja klar, ganz normal.
Tag, ja. Hallo. Geil. Ich verstehe zwar nicht zu 100%, was hier gerade abgeht, aber geil. Und gezeigt? That was way too close. How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your Genau, dream? das war der Wahl. Ich wette, dass es genau der ist, dem Tatake in seine So Kindheit we've met begegnet it ist. at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale, it has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Der Wal ist das Urmeer und möchte jetzt die Menschen essen, weil die noch das Wasser in sich tragen. It decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. Wahnsinniger Kampf. Known that he had a special connection with that whale, but we anyway. Yes. Now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the... It is too late. Zu spät? It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last... Indeed, that's not... I'll fight it to the end. Alle wollen So kämpfen. the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? Außer wir können den Wal aufhalten. The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Nach all unseren Anstrengungen konnten wir das nicht gegen das Schicksal ankämpfen. Wenn es hier um Schicksal geht, nehmen wir unser Just Schicksal as selbst. prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods. Could things be happening in hidden Winkeln abschwimmen. corners where the gods' gaze does not fall? Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. Könnte es sein, dass es selbst in die Prophezeiung in Erfüllung geht, immer noch eine Möglichkeit gibt, alle zu retten? Habe ich etwas übersehen? Ich habe Furina vollkommen vergessen. Was solltest du in diesem letzten Moment mit dem riesigen Zauberschrank sagen? Ihr wahres Geheimnis, das frage ich mich halt auch immer noch. Ja, ich kann ja nicht aufhören, das ist mitten in der Story. Ich hoffe, dass bis vor eine offline wird. What's happening with the Oratries? Oratries jetzt. It is preparing to carry out the death sentence. Einfach Alt F4. Nein, 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 nein. Ich kann nicht in so einem Moment Alt F4 drücken, Leute.
Böse ein Träne sind die Antworten. You? Sorry. Oh, was für ein... That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Farina. Ja, das Who will ich auch are sagen. you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor? Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. Ich bin noch da, ich genieße es einfach und sauge es gerade auf. Und versuche zu verstehen, was passiert. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day Göttlichkeit as von a meinem human Körper und Geist getrennt und hinterließ lediglich ein Ich, das genauso naiv und verwirrt war wie mein früheres Ich an seinem ersten Tag als Mensch. Meine Göttlichkeit von meinem Körper und Geist getrennt? Bruder, das ist auch was nur Götter können, oder? Also, sie ist Körper und Geist des Hydro Archons, ohne selbst irgendwelche göttlichen Mächte zu haben. Und was weiß sie alles? Alles? The me you see before you now ist diese Göttlichkeit. And the human counterpart I left behind, I named Farina.
She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Die himmlische Ordnung zu täuschen. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydra Archon in the prophecy. Yes. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. Sorry, dass ich dazu nichts sage. Das ist ja das Finale. Isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. Ein Mensch, der den ganzen Tag so tun muss, als ob er Gott wäre. 500 years. Oder 500 Jahre. And all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Aber damit ist Furina nicht der Hydra Archon. Die Vermutungen von einigen waren also korrekt. Die vermutet haben, Furina ist nicht... Sag mal, Vermutung aufbauen, wie ich sie mit dieser Okeanide am Lucinbrunnen getan habe. Furinas innere Welt. Furina, was macht sie auf der Bühne? Warte, wahrscheinlich ist es nicht Furina. Es war möglich ein Spiegelbild. Ja, ich komme nach Antworten suchen. Diese Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich muss versuchen, mit ihr zu reden. Jetzt kommt Furinas Seite. Let's go. Und sie sitzt da genauso wie in der Prophezeiung. Okay, wir gehen außen rum. Genauso wie in der Prophezeiung sitzt sie allein auf diesem Thron, um die Prophezeiung wahr werden zu lassen. Für sie ist es an dieser Stelle vorbei und danach kann sie einfach Mensch sein, eventuell. Oh, who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask... All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my... I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. Irgendwas stimmt. Ich kann nichts hier durchdringen. Was für eine Entschlossenheit muss sie haben, dass selbst ihr inneres Ich und ihr Unterbewusstsein eine solche Abwehr haben. Dann lasst dir mal was einfallen. Jetzt könnte man theoretisch pausieren, ne? Wie lang ist es jetzt noch? Oh. Um Zeit für den Guide zu haben, könnte man jetzt pausieren. Für das große Finale dann morgen. Das waren ja so circa 1 Stunde. Ich mach lieber jetzt Schluss.
Aber nur, weil morgen der Honkai Star Rail Release ist und ich diesen Guide ready machen muss bis morgen. Ansonsten, ich möchte überhaupt nicht an dieser Stelle mit der Story Schluss machen. Der einzige Grund ist wirklich, dass ich Zeit brauche, um den Huo Guide zu machen. Es ist super, super, super hart, gleichzeitig Content Creator zu sein für 2 Spiele mit Gensin Impact als auch Honkai Star Rail. Und dementsprechend in so einem Moment Pause machen zu müssen. Boah. Das ist halt der einzige Grund. Ich würde never ever in so einem Moment Pause machen und würde jetzt gerne noch 1-2 Stunden streamen, ohne Probleme. Ich streame regelmäßig bis 1-2 Uhr. Der einzige Grund ist, dass ich weiß, dass ich jetzt noch 2 Stunden Videos machen muss. Und ich morgen früh um 6:30 Uhr wieder geweckt werde und 8 Stunden arbeiten muss, das also auch nicht morgen machen kann. Die Spannung bleibt da. Wir treffen uns morgen um 21 Uhr. Nee, nicht enough procrastinating. Ich weiß. Wir treffen uns morgen um 21 Uhr hier im Stream wieder. Wir pullen auf Huo. Zerreißen mit dem Puls wieder alles und haben dann für mich zumindest den Cliffhanger. Und spielen danach die Story von Genshin Impact zu Ende zum Abschluss des Streams. Das machen wir dann danach. Hier jetzt quasi eine Pause. Was für ein Button? Du befindest dich in besonderer Handlungsmodus. Du musst diese Handlung von vorne beginnen, wenn du ihn verlässt. Ah. No risk, no fun? I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Gekillt. Oh, ich habe so Angst, dass ich morgen da weitermachen muss. Es ist mal so in der Story, dass ich alles nochmal machen muss. Mal gucken. Aber mit diesem Huo-Guide im Hinterkopf für Honkai Star Rail, ich weiß für alle, die nicht Honkai Star Rail spielen, ist es absolut verständnislos, aber leider muss ich halt in meinem Kopf daran denken, dass ich diese 2 Games gleichzeitig habe. Und für alle, die dementsprechend, genau, Game Crash, für alle, die dementsprechend sich sagen, ey, sie spielen nicht Honkai Star Rail, kann ich das verstehen, dass es gerade echt hart ist. Für mich ist es auch mega hart. Aber ich kann nicht die Nacht durchmachen. Ich kann jetzt nicht bis 1-2 Uhr streamen und dann nochmal 2 Stunden am Huo-Guide sitzen. Dann ist es 3-4 Uhr und dann um 6 Uhr bis 7 Uhr wieder aufstehen, je nachdem, wann mich die Kinder wecken. Bedeutet, wir sehen uns morgen im Stream wieder. Ich raide euch jetzt noch rüber in einen anderen Stream. War das online? Anime-Song Battle. Ich raide euch jetzt in Anime-Song Battles rüber. Zumindest von hier Sakura. Es klappt, sie stumm zu schalten. Raide ich euch in Anime-Song Battle rüber, meine lieben Freunde. Es ist wirklich sehr schwierig für mich. Ich möchte nicht ausfahren, aber ich habe es jetzt getan. Die Entscheidung ist gefallen. Stattdessen freue ich mich umso mehr auf den Highlight-Stream morgen, 21 Uhr mit Huo-Puls. Wird noch härter, wenn Sendus in Zero kommt, yes. Mit Huo-Puls, als dementsprechend auch neben den Huo-Puls die Story von Genshin Impact, meine lieben Freunde. Und dann muss ich gucken, auf welchem Kanal ich morgen live komme auf YouTube. Aber wahrscheinlich dann doch auf diesem hier. Mal gucken. Okay. Meine Freunde, Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Ich raide euch jetzt noch zu warnen. Ich bin absolut hyped, möchte unbedingt weiterspielen. Das war ein absolut geiler Stream. Wieder vielen lieben Dank, dass so viele Menschen am Start waren. YouTube und Twitch combined hatten wir jetzt lange Zeit zusammen 200 Viewer. Es ist absolut crazy. Es ist schön zu wissen, dass die Community da ist. Es ist schön zu wissen, dass hier so viele Menschen sind, die Bock haben auf Genshin Impact oder Honkai Star Rail. Ich merke gerade einfach, wie wir immer mehr als Community zusammenwachsen, immer mehr Namen. Und es ist einfach schön zu wissen, wie sich das hier auf YouTube als auch auf Twitch entwickelt. Dafür ein großes Dankeschön. Lasst gerne noch gleich ein paar Raid-Emotes bei Waren im Stream da. Sie wird sich freuen, wenn ihr da am Start seid mit ein paar Raid-Emotes bei ihrem Stream. Falls ihr bei mir natürlich Subs seid hier auf Twitch. Alle, die an YouTube, ich wünsche euch eine gute Nacht. Dankeschön, dass ihr auch über YouTube am Start seid. Ich hoffe, es gefällt euch,
dass ich diese Multistreams eingerichtet habe und jetzt gleichzeitig auf YouTube und Twitch live sein kann. Ich hoffe, ich kann damit der einen oder anderen Person da draußen eine Freude machen und einfach sagen, Dankeschön an Twitch, dass ich diese Möglichkeit habe, Multistreaming zu machen. Aber bevor ich jetzt Ewigkeiten weiter die Dankes raushaue und alles andere, sage ich einfach Danke für den Stream. Wir sehen uns morgen mit einem Huo-Huo-Guide, Huo-Huo-Puls und dann dem Finale der 4.2. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Danke für den Stream und gute Nacht.